on the 7 days of creation. Und wir werden jetzt heute Morgen aufbauen auf diesen 7 Schöpfungstagen. And the 7 spirits of Adonai in Isaiah. Und aus Jesaja die 7 Manifestationen von Adonais Geist. We're building on top of that the 7 feasts, the 7 Moedim. Und auf dem drauf sind die 7 Feste von Adonai gebaut. Because in the first night we saw that the Moedim were established on the 4th day of creation. Und am ersten Abend, Seminarabend, haben wir gehört, dass die Feste auf diesen Schöpfungstagen aufgebaut sind. Und am 4. Tag sind praktisch die Moedim, die biblischen Feste, erschaffen worden. And so before there was even a human being to celebrate them, there were the Moedim. Und diese Feste waren schon da, bevor überhaupt irgendjemand da war, um die zu feiern. And when we look at the 2-letter root, there are 2-letter and 3-letter roots of Hebrew words. Und im Hebräischen hat es ein Wurzelwort mit entweder 2 oder 3 Buchstaben. The rabbis point out that the 2-letter root of Moed, or feast, is Ad, for eternity. Und die Rabbis sagen, dass dieses 2 Buchstaben Wortstamm von dem Wort Moedim, da ist das Wort Ed drinne und das bedeutet Ewigkeit. You also hear the root in words such as edut, for witness. Und das ist auch in dem Wort Edut, also Zeuge, enthalten. And if a witness is true, then his testimony is true for eternity. Und wenn ein Zeuge wahrhaftig ist, dann ist er wahrhaftig bis in die Ewigkeit. It can also be heard in the word for a congregation. Und das ist auch im Wort für die Gemeinschaft, für die Versammlung enthalten. Edat. Edat. And if a congregation is true, und wenn eine Gemeinschaft, eine Versammlung in der Wahrheit ist, if it is faithful to the word, wenn es dem Wort gemäß treu ist, then it's an eternally true witness. Dann ist es auch ein ewiger, treuer Zeuge. So, a faithful assembly, also tut eine treue Gemeinschaft oder Gemeinde, they have the eternal witness of the Moedim. Sie haben dieses ewige Zeugnis von den Moedim. And another clue is in the word for jewelry. Und ein anderer Schlüssel ist in dem Wort für Edelstein oder Schmuckstück. Adi. Adit. Adi. Adi. Oh, this is close. No, this is close. After the sin of the golden calf, nach der Sünde mit dem goldenen Kalb, Moses comes down the mountain and he realizes that the people had played the harlot. Und dann kommt also Mose vom Berg runter und sieht, dass das Volk Hurerei betrieben hat. They had just been betrothed. Die sind jetzt eigentlich gerade vermählt worden. And he's no more out of sight than they make a golden calf. Und kaum ist er aus den Augen, haben sie dieses goldene Kalb gemacht. And he had given them Adi when they left Egypt. Und er hat ihnen Schmuck gegeben, als sie aus Ägypten hinausgegangen sind. He had the Egyptians to give them silver and gold. Also die Ägypter mussten ihnen ihr Silber und ihr Gold geben. These are the gifts of the bridegroom to the bride. Und das sind die Geschenke, die der Bräutigam der Braut gibt. But when Moses realizes that they played the harlot, aber als Mose dann gesehen hat, dass sie Hurerei getrieben haben, he commands that they take off their Adi. Hat er gesagt, dass sie alle Schmuckstücke abnehmen sollen. Jewelry or Adi in scripture, also Schmuck oder Adi in der Schrift, it's a preparation for the bride. Ist immer eine Vorbereitung der Braut. It's the promise of the bride. Es ist praktisch das Versprechen, die Verheißung an die Braut. Until she meets the bridegroom. Bis sie dann den Bräutigam sieht. Like Rebecca. Wie bei Rebekka. She was given jewelry. Also ihr wurde Schmuck gegeben, Schmuckstücke. As an earnest, a token. Als ein Beweis der Ernsthaftigkeit.
until she was married to Isaac. bis sie dann Isaac geheiratet hat. So asking the Israelites to take off their ID Also wo dann dem Volk Israel gesagt worden ist, dass sie den Schmuck ablegen müssen, it was telling them to take off this sign of eternity. war das praktisch gleichbedeutend mit sagen, sie müssen das Zeichen für die Ewigkeit ablegen. Moses could see the eternal truth of the Torah, Und Mose hat die ewige Wahrheit der Torah erkannt, but the people were very short-sighted. aber das Volk war sehr kurzsichtig. And sometimes we're short-sighted too, Und wir sind auch oft sehr kurzsichtig. when we don't see the eternal value of the word. Wenn wir nicht den ewigen Wert der Schrift erkennen. Then we stop being those faithful and true witnesses. Und dann hören wir auch auf, diese treuen und wahren Zeugen zu sein. It's like taking off our ornaments. Also wenn wir unseren Schmuck ablegen. But this is also the essence of the Moedim. Und es ist gleichzeitig auch das Essentielle von diesen Moedim. There's something eternal about them Da ist etwas von Ewigkeit in ihnen. because they were spoken from eternity. Weil sie aus der Ewigkeit her gesprochen wurden. And they were placed into a space called time. Und sie sind dann in etwas hineingebracht worden, das man Zeit nennt. And one day the world will melt away, Und wenn die Erde mal vergehen wird, and those Moedim will also pass back into eternity. dann werden diese Moedim wieder zurück in die Ewigkeit gehen. But we know there are still seasons in eternity. Aber wir wissen, dass es gleichzeitig dort auch Zeiten geben wird in der Ewigkeit, Because it speaks of a time where there's no sun or moon, weil das heißt auch, es wird eine Zeit geben, wo es keine Sonne und keinen Mond geben wird. yet the trees bear fruit every month. Und trotzdem werden die Bäume jeden Monat Frucht haben. Well, if there is no moon, then how can there be a month? Also wenn es keinen Mond gibt, dann gibt es ja auch keinen Monat. It tells you that there's a spiritual discernment associated with eternity. Das zeigt, dass es eigentlich da auch einen geistlichen Faktor gibt, wenn es um die Ewigkeit geht And of the times and the seasons. und wenn es um diese Zeiten geht. So it's our job to look into the scripture Also es ist unsere Aufgabe, uns in die Schrift zu vertiefen and see these patterns of the 7 days of creation, und dass wir einfach diese verschiedenen Muster erkennen, zum Beispiel in den 7 Schöpfungstagen the 7 Moedim, oder die 7 Feste even the 7 assemblies of Revelation, und sogar auch die 7 Gemeinden im Buch der Offenbarung. and find that spiritual, eternal aspect, Einfach diesen ewigen Aspekt, so that we don't reduce the feast to simply doing things, damit wenn wir die Feste halten, nicht nur darum geht, dass wir einfach irgendwas machen. that the spiritual renewal intended is actually what we engage, what we reach for. Sondern die geistliche Wahrheit dahinter ist eigentlich das, wo für uns wichtig sein soll. Passover is not about eating dry crackers for a week. Und im Passa geht es nicht darum, dass man eine Woche lang Matza isst oder getrocknetes Brot, Cracker. Sukkot's not about camping for a week. Und in Sukkot geht es nicht darum, dass man eine Woche Camping macht. And Shavuot's not about eating a lot of dairy products. Und an Shavuot geht es nicht darum, dass man vor allem Milchspeise essen isst. Although I enjoy all of those. Obwohl all diese Sachen toll sind und ich sie gern mache. So today we're going to build on those first 2 foundations, the 7 days of creation and the 7 spirits. Also wir werden jetzt uns um die Basis praktisch kümmern von den 7 Schöpfungstagen und den 7 Festen. And so I'm assuming that you know that part of this presentation. Und ich gehe mal von dem aus, dass ihr diesen Teil von der Lehre schon einigermaßen kennt. And if you don't, I think there's recordings. Und falls nicht, ist da eine Aufnahme gemacht worden, da könnt ihr dann auf uns zugehen und könnt euch da weiterhelfen. I'm also going to have to assume that you do know a little bit about the 7 feasts. Und ich gehe jetzt mal von dem aus, dass ihr wenigstens etwas schon über die 7 Feste wisst.
Otherwise, a lot of this won't make sense. Sonst wird vieles jetzt irgendwie schwer verständlich sein. But this, I think, is when Paul wrote, "Of the times and the seasons you have no need that I write unto you." Und das ist auch, was Paulus sagt, über die Zeiten und die Feste und so weiter, schreibe ich euch jetzt nicht nochmal. Es ist nicht nötig, weil das wisst ihr ja bereits schon. But in this generation, some people need to be written to. Aber in unserer Generation ist es halt schon so, dass Paulus hätte da was geschrieben haben sollen, damit wir das besser verstehen. So if you don't know the 7 feasts and something about each one, I encourage you to study that. Also falls du jetzt nichts von diesen 7 Festen weißt oder wenig, dann tue ich dich ermutigen, dass du dir Zeit nimmst und darüber nachschaust und studierst. So we're just going to do the briefest of reviews about the feasts. Also wir tun ganz kurz nur einen Überblick über die Feste. There were many miracles in Egypt, Es gab viele Wunder in Ägypten, but a very important one is that light was separated from darkness. aber ein ganz wichtiges davon war, dass das Licht von der Finsternis getrennt wurde. Which is like the first day of creation. Und das ist das Gleiche, was auch am ersten Schöpfungstag geschah. When he separates the light out of the darkness, Wo er das Licht von der Finsternis geschieden hat. it's like the plague where the Israelites, the Hebrews, were separated from the Egyptians. Und es war diese Plage, wo für das Volk Israel anders war wie für die Ägypter. The Egyptians had a thick darkness, Die Ägypter sind in einer ganz dicken Finsternis gewesen but the Hebrews, it says, had light in all their dwellings. und die Hebräer, heißt es, hatten Licht in all ihren Wohnorten. And you can also see this as the light of Shabbat. Und ihr könnt auch sehen, dass es das Licht von Schabbat ist. Each of the feasts has at least one Shabbat. Und jedes Fest hat wenigstens einen Schabbat. And so, lighting your candles on Erev Shabbat Und wenn du jetzt am Erev Shabbat deine Kerzen anzündest, before there were electric lights, also zu der Zeit, bevor es elektrisches Licht gab, this was a way for the Jews to have light in all their dwellings. das war eine Art für die Juden, wirklich Licht an all ihren Wohnorten zu haben, Throughout the Shabbat. während des Schabbats. So that separation of light and darkness, it is symbolic. Also die Scheidung oder Trennung von Licht und Finsternis ist was Symbolisches. And that's one of the miracles we want to keep in mind as we move forward. Und das ist einer von diesen Wundern, an die wir denken sollen, während wir jetzt da vorwärts machen. Now there was no sun or moon Also da war keine Sonne und kein Mond on the first day. am ersten Schöpfungstag. The sun, the moon, and the stars were created on the 4th day, or they were put in place on the 4th. Also die wurden am 4. Tag geschaffen oder am 4. Tag wurde Sonne, Mond und Sterne platziert. So the light of the first day was not from a natural source. Also das Licht vom ersten Tag war nicht aus einem natürlichen Ursprung. So when we move back into eternity, Wenn wir uns jetzt also Richtung Ewigkeit bewegen, we can see that we return to a light that's not from a natural source. dann bewegen wir uns zu einem Licht hin, das nicht aus einem natürlichen Ursprung kommt. That says the city has no need of the sun or the moon to shine on it. Das heißt, dass die Stadt nicht nötig hatte, dass die Sonne oder der Mond scheint, For the glory of Elohim has illuminated it. weil die Herrlichkeit Elohims sie erleuchtet. And the lamp is the lamp. Und die Lampe oder die Leuchte, das Licht ist das Lamm. So if the lamp is there at, we don't want to say the end because eternity has no end. Also wenn jetzt die Leuchte da am Ende ist, auch wenn man dazu sagen muss, dass die Ewigkeit natürlich kein Ende hat, But at the end of human records, aber sagen wir mal am Ende nach der menschlichen Zeitmessung, you can see we've moved back to a type of primeval light. da kommen wir zurück zu einem Licht, das von Anfang an war. Supernatural light. Also ein übernatürliches Licht. So as it was on day 1, it will be in eternity. Also so wie es am ersten Tag war, wird es auch dann in der Ewigkeit sein.
So who was the light that was present at the beginning? Wer war also das Licht, wo Yeshua. ganz am Anfang da war? Yeshua. Exactly. Genau, Jeshua. Because when he obeys that commandment, let there be light, Wenn also diesem Gebot Folge leistet, es werde Licht, the rabbis say it was the spirit of Messiah that was moving over the surface of the water. da sagen die Rabbis, dass das der Geist vom Messias ist, der über den Wassern schwebte. And we're told the lamb was slain from the foundation of the world. Und wir wissen auch, dass das Lamm vom Ursprung der Welt an erschlagen wurde. Obedience is a type of sacrifice. Und Gehorsam ist eine Art von Opfer. So when Yeshua obeys that commandment, let there be light, Also wenn Jeshua diesem Gebot Folge leistet, es werde Licht, then he's slain. dann ist er erschlagen in dem Sinn. And there's more information on that aspect in the workbook. Und über diesen Aspekt kann man dann in den Arbeitsbüchern, die sie geschrieben hat, noch mehr lesen. About how exactly we can say the lamb was slain on the first day. Zum Beispiel, wie man dazu kommt, dass man wirklich sagen kann, dass das Lamm an diesem ersten Schöpfungstag erschlagen oder für uns getötet wurde. It's easier to understand in Hebrew than English. I don't know about German. Also es ist viel einfacher, das vom Hebräischen her zu verstehen, als im Englischen, und vom Deutschen weiß ich nicht, wie es ist. And it has to do with the wordplay of Aleph, Und es hat zu tun mit diesem Wortspiel, mit dem Buchstaben Aleph, the Hebrew letter Aleph, also der hebräische Buchstabe Aleph, which is 1, das auch gleichzeitig die Zahl 1 ist, and Aluf, und Aluf, which is a meek, quiet lamb. und das Aluf ist ein sanftes Lamm, So, stilles Lamm. so on day Aleph, Also am Tag Aleph there is an Aluf, gibt es ein Aluf, a lamb that was slain. also ein Lamm, das erschlagen wurde. Okay, on the next day, unleavened bread, Am zweiten Tag, Tag der ungesäuerten Brote, which there's 7 of these days, es gibt 7 von diesen Tagen der ungesäuerten Brote, but if we check the details, there's 8. aber wenn wir uns die Details genauer ansehen, sehen wir, dass es eigentlich 8 Tage sind. Because of the time period in which the temple had to be cleansed beforehand. Und das kann man daraus schließen, das ist einfach der Zeitabschnitt, den es gebraucht hat, damit der Tempel wieder in einem reinen Zustand ist. So we can say there's 7, no 8. Und da kann man also sagen, es sind 7, ja eigentlich 8. But the first day of unleavened bread technically is counted as the second feast of the Passover week. Aber der erste Tag von der Woche der ungesäuerten Brote wird also als das zweite Fest gefeiert. In the Gospels, or even in the book of Acts sometimes, you will see an interchange of words. They will use Passover for days of unleavened bread, or they will use days of unleavened bread for Passover. Und in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte sieht man, dass das manchmal wie beide Sachen benutzt wird, beide Begriffe, also Passa wird manchmal auch benutzt für ungesäuerte Brote. It's not always exact as we would like for it to be. Also es ist nicht immer ganz genau so ganz klar gesagt, wie wir das so gerne haben. But that happens in language. Aber so ist es halt auch in Sprachen. So on day 2, we have Elohim separating the upper and the lower waters. Also am zweiten Tag trennt Elohim die oberen und die unteren Wasser. And we do the same in a symbolic way in our homes by separating the chametz from our homes. Und wir tun das symbolisch auch bei uns daheim, wenn wir das Chametz, das Gesäuerte, trennen. And we also know that it's the second day, and therefore we'd identify it with the letter Bet. Und weil es der zweite Tag ist, tun wir das mit dem Buchstaben Bet, was auch 2 bedeutet, gleichstellen. And it means house. Und Bet bedeutet Haus.
So you can see how removing the chametz from your home Deswegen kann man an dem auch sehen, dass wenn du das Hametz von deinem Haus, von deinem Daheim rausnimmst, reminds you to remove sin and pride from the house of your body. ist das auch das Gleiche, wie wenn du Sünde und Stolz von dir, von deinem Leib oder vom Leib allgemein wegnimmst. And we have upper and lower waters Wir haben also obere und untere Wasser, separated on the second day. die am zweiten Tag geschieden wurden. The idea is that the earthly waters would mirror the heavenly waters. Und die Idee ist, dass die unteren Wasser die oberen Wasser spiegeln. This is described in detail in the rivers of Eden. Und das wird im Detail bei den Flüssen im Garten Eden erklärt. Because we know it says the river ran out of Eden and watered the whole garden. Wo es heißt, dass der Fluss aus dem Garten Eden rausgeflossen ist, aus Eden rausgeflossen ist und den ganzen Garten bewässert hat. The water flowed from the heavenly Eden to the earthly Eden. Also das Wasser floss vom himmlischen Eden aufs irdische Eden. Just like Moses had to copy exactly what he saw in the heavenlies on earth. Genauso wie Mose, der musste eine Kopie machen von dem, was er im Himmlischen gesehen hat bei der Stiftshütte. And that's why we pray, may your will be done on earth in the earthly waters just as they are in heaven. Und das ist auch das Gebet, das wir sprechen, möge dein Wille auf Erden sein, genauso wie es im Himmel ist. Also in diesen irdischen Wässern, genauso wie es in den himmlischen Wasser ist. And so in the previous lesson we learned that day 1, Scripture documents that the spirit of wisdom or chokhmah moved. Und wir haben vorher schon studiert, dass am ersten Tag ist dieser Geist der Weisheit über der Erde geschwebt. And on day 2, the spirit of understanding or binah. Und am zweiten Tag, Binah, das ist der Geist des Verständnisses, Which means building. wo auch gleichbedeutend ist mit Bauen. So a wise woman builds her house. Also mit dem Bibelvers, eine weise Frau baut ihr Haus. The next day is going to be the feast of the first fruits of the barley. Und das nächste Fest ist das Fest von der Erstlingfrucht von der Gerste. And this is also correlated to the third day of creation when the first fruits appeared in the earth. Und das ist gleichgesetzt mit dem dritten Tag der Schöpfung, wo zum ersten Mal Frucht auf der Erde auftaucht. Barley is the first cereal crop to ripen in Israel. Und Gerste ist das erste Getreide, das reif wird in Israel. It's actually sown in the fall of the year around Sukkot. Also es wird eigentlich gesät im Herbst davor, um die Laubhüttenfestzeit. Which is a great lesson for us about Sukkot. Und das ist natürlich auch wieder eine tolle Lektion für uns über das Laubhüttenfest. The seeds that we sow at the time of Sukkot Den Samen, den wir sehen während dem Laubhüttenfest, will ripen for us by Passover. der wird bis zum nächsten Passover reif werden. So we want to sow in peace, Also wir möchten in Frieden sehen, because if not, we will not be reaping peace when Passover weil comes. wenn wir nicht in Frieden sehen, dann wenn Passa kommt, werden wir nicht in Frieden ernten können. We also have the idea on the third day of resurrection. Und am dritten Tag kommt auch der Gedanke der Auferstehung dazu. It says in Scripture that he sows light like seed for the righteous. In der Schrift heißt es, dass er Licht sät für die Gerechten. In the Jewish tradition, the light was sown as seed on the first day, when we say the darkness separated from the light. Und in der jüdischen Tradition wird gesagt, dass am ersten Tag dieser Same des Lichts gesät wurde. So even before a sun and a moon, Also sogar bevor es die Sonne und den Mond gegeben hat, for the righteous, there is light, gibt es Licht für die Gerechten. which means it's beyond a physical light for the righteous. Also da geht es nicht nur, also mehr wie um das physische Licht für die Gerechten, There's spiritual light, nämlich um das geistliche Licht. but it's kind of concealed on the second day. Aber am zweiten Tag ist es noch verborgen. We
don't see the plants and so forth responding to the light. Also wir sehen da noch nicht, dass die Pflanzen jetzt schon von dem Licht her sprießen können. It's like death. Es ist wie Sterben oder wie Tod. You can put the seed in the ground, Du tust den Samen in den Erdboden pflanzen. and Yeshua talked about this process. Und Jeschua hat über diesen Prozess geredet. Unless the seed dies and goes into the ground, Wenn das Samenkorn nicht stirbt und also in die Erde fällt und stirbt, there's no resurrection. dann gibt es auch keine Auferstehung. But on the third day, we have resurrection. Aber am dritten Tag gibt es Auferstehung. And the light that's sown for the righteous begins to sprout. Und das Licht, das für die Gerechten gesät wurde, fängt an hervorzusprießen. So fruit trees could grow even before there was a sun to give them light. Also hat es Fruchtbäume, die hervorkommen konnten, sogar noch bevor es Sonne und Mond gegeben hat. So the first seeds appear on the third day of creation, and this corresponds to the first fruits of the barley. Also diese Erstlingsfrucht hat zu tun mit dieser Gerste. The barley seeds were roasted, parched, Und diese Gerste wurde geröstet und gepresst, ausgepresst. and they became an elevation offering, Und daraus ist dann das Hebeopfer entstanden, something lifted up. also etwas, das man emporhebt. And we see this in the resurrection of Yeshua. Und das sehen wir auch in der Auferstehung von Jeschua. We see the roasting as he descends, Wir sehen da, wo er aufersteht, dieser Röstteil. As he's put into the grave, Und auch da, wo er ins Grab gelegt wurde. but then he's elevated as an offering. Und dann mit der Auferstehung wird er praktisch emporgehoben, wie das Opfer auch emporgehoben wird. We can also see a beginning here of the nations. Und wir sehen da auch schon etwas von dem Anfang der Nationen, Because the book of Ruth is traditionally read at Shavuot. Das Buch Ruth wird traditionsgemäß an Shavuot gelesen, The little jubilee later. The little jubilee, the 7 cents. also das kleine 50-jährige Jubelzeit, From the counting of the Omer. also das ist das Zählen vom Omer. The book of Ruth begins at the season of the barley harvest. Und das Buch Ruth startet da, wo die Ernte von der Gerste geschieht. But Ruth is a Moabite, Aber die Ruth ist ja eine Moabiterin and Israelites were forbidden to marry Moabites. und den Israeliten wurde verboten, dass sie Moabiter heiraten. But that prohibition does not extend to those who repent. Aber das gilt jetzt nicht für die, wo Buße getan haben. And we see Ruth attaching herself to Naomi. Und wir sehen, dass die Ruth sich der Naomi angeschlossen hat. She says, wherever you go, I go. Sie hat gesagt, wo immer du hingehst, werde ich hingehen. Wherever you live, I'll live. Da, wo du lebst, werde ich auch leben. Wherever you die, there I'll be buried. Und da, wo du stirbst, da möchte ich auch begraben sein. Your people are my people, your God is my God. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. That's a pretty strong statement of faith. Also das ist wirklich eine sehr große Glaubensdeklaration. A true heart transformation. Also das ist ein Herz, wo wirklich eine Transformation erlebt hat. So at the season of the barley harvest, she begins gleaning. Also während dieser Gerstenerntetzeit ist sie beim Aufsammeln von der Ernte. And she gleans until the wheat harvest. Und sie macht weiter mit diesem Ernteeinfahren bis zur Weizenernte. So her status changes during the course of this time. Also während diesem Zeitabschnitt ändert sich was für sie. She goes from stranger, Sie fängt da an, wo sie eigentlich noch ein Fremdling ist. she goes from widow, Von da, wo sie eine Witwe ist. she goes from one without an inheritance Von jemand, der kein Erbe hat. to a woman who is called valorous in the gates.
wird sie zu einer Frau, die von großer Ehre wird von ihr in den Pforten geredet. It's the same language as Proverbs 31, the valorous woman. Und das ist praktisch die gleiche Wortanwendung für die tugendhafte Frau in Sprüche 31. So the elders of Israel acknowledged that she was a virtuous woman. Und die Ältesten in Israel haben erkannt, dass sie wirklich eine tugendhafte, gottesfürchtige Frau ist. And much of Jewish conversion today is based upon the story of Ruth. Und sehr viel von dem, was an Konvertierung im Judentum stattfindet, ist zurückzuführen auf das, was bei der Ruth geschehen ist. That's why they're obligated to reject you 3 times. Und deswegen ist dort eigentlich die Auflage, dass man 3-mal praktisch sich von etwas löst. And if you're serious, you'll do what Ruth did, Und wenn du wirklich seriös bist, dann machst du das, was die Ruth gemacht hat. in spite of the discouragement. Auch wenn da sehr viel Entmutigung dem Weg entlang ist. But this carries us from the first fruits of the barley to the first fruits of the wheat. Und es bringt uns jetzt also von dieser Erstlingsfrucht von der Gerste zur Erstlingsfrucht des Weizens. And the first fruits of the wheat is also known as Shavuot, Die Erstlingsfrucht des Weizens ist auch bekannt als Shavuot, which is the Feast of Weeks. das auch das Wochenfest genannt wird. You can count off the 7 sevens of weeks to arrive at Shavuot. Und du kannst 7 mal 7 Wochen zählen, bis du zu Shavuot kommst. It's the little Jubilee. Und das nennt man deswegen das kleine Jubeljahr. So there's a Jubilee every year. Also es hat jedes Jahr ein Jubeljahr. Then there's a Jubilee every 7 years. Und dann hat es jedes 7. Jahr so eine Jubelzeit. And then there's a Jubilee every 50th year. Und dann alle 50 Jahre. So you can see how the same theme is embedded at different Und times. jetzt an dem sieht man, dass das gleiche Thema praktisch an verschiedenen Orten wiederholt wird. So Shavuot is about the sevens. Bei Shavuot geht es um die 7er oder 7er-Reihe. Isn't Revelation all about the sevens? Und ist es im Buch der Offenbarung, geht es da nicht auch immer wieder um die Zahl 7? These very fundamental principles and primitive prophecies, Also diese ganz fundamentalen Prinzipien und ganz einfachen, rudimentären Prophezeiungen, these are what open up the book of Revelation, die eröffnen uns eigentlich das Buch der Offenbarung not novels. und nicht irgendwelche Romane. So Shavuot corresponds to the 4th day of creation. Also Shavuot ist gleichgesetzt mit dem 4. Schöpfungstag. And on the 4th day, the sun, the moon, and the stars were put into place. Und am 4. Schöpfungstag wurde die Sonne, der Mond und die Sterne an ihre Plätze gesetzt. And it says their primary purpose was to govern the Moedim. Und ihre Hauptaufgabe war, dass sie die Moedim bestimmen. So there's a principle of authority, leadership, governorship associated with the 4. Also mit der Zahl 4 geht es auch um ein Prinzip von Leiterschaft und von Autorität. And so when we're trying to understand the 7 feasts, we turn to the 4th day. Also wenn wir versuchen jetzt diese 7 Feste zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns an den 4. Tag halten. And then we can turn to Shavuot as a celebration of the giving of the Torah. Und dort sehen wir dann, dass Shavuot das Fest ist, wo das Geben der Torah stattgefunden hat. And this is the document that governed or led Israel. Und das ist das Dokument, mit dem Israel praktisch regiert worden ist. And you can see that on the 4th day it separates the seasons. Und der 4. Tag unterscheidet auch die Gezeiten oder die Zeiten. So we have the spring feasts, Also da hat es erstmal die Frühlingsfeste and then we have those that occur in the fall of the year. und dann haben wir die im Herbst vorkommen. And so this would be Shavuot, Also das hier in der Mitte ist dann wäre Shavuot. and we know that
2 loaves of bread were offered in the temple at Shavuot. Und an Shavuot wurden 2 Brote geopfert. Those can symbolize other things, Und die tun Verschiedenes symbolisieren. but they could also symbolize the 2 seasons of the feast. Aber unter anderem können sie auch diese 2 Festzeiten, also Frühlings- und Herbstfeste, anschaulich machen, Which actually mirror one another. wo sich auch gegenseitig spiegeln. For instance, we know that at Passover, Wir wissen zum Beispiel, dass am Passa Yeshua rides a donkey into Jerusalem, reitet Jeschua auf einem Esel nach Jerusalem rein and people are waving palm branches and singing Hoshiana. und die Leute empfangen ihn und wedeln mit Palmzweigen und rufen Hosianna. As though it's Sukkot. Und das ist was, wo am Laubhüttenfest geschieht. We're commanded to remember Sukkot Wir werden erinnert, dass wir Sukkot halten sollen, uns erinnern sollen an Sukkot, because of when he brought us out of Egypt. weil er uns an Passa aus Ägypten hinausgeholt hat. So the same way that we had supernatural light on the first day, So wie wir am ersten Tag übernatürliches Licht hatten, Revelation talks about Messiah's kingdom where he is the light. heißt es in Offenbarung, dass im Messianischen Reich er das Licht sein wird, Jeschua das Licht sein wird. And so that's what they do. What you'll see in maybe a smaller way on the spring side of the feast Also das, was du vielleicht im Kleinen auf der Seite von den Frühlingsfesten siehst, will extend to either the whole nation of Israel or all the nations in the fall. wird sich dann erweitern bei den Herbstfesten zu den Nationen oder zu allen Nationen. You clean the chametz out of your house in the spring, Und im Frühling tust du dein Haus vom Chametz säubern, but at Yom Kippur you fast as a nation. aber an Yom Kippur tust du als ganzes Volk, als ganze Nation fasten. And you're judged as a nation Und du wirst auch als Volk gerichtet, als Nation, in the fall of the year. bei den Herbstfesten. And that leads to Sukkot, which is the feast of the nations. Und das ist das Laubhüttenfest, wo es eigentlich das Fest der Nationen ist. And so even the nations will be judged in the fall of the year. Also da werden entweder an den Herbstfesten die Nationen gerichtet. That takes us to the 5th day, Dann kommen wir zum 5. Tag, which is the Feast of Trumpets, das auch das Posaunenfest genannt wird. Yom Teruah, Yom Teruah, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. And it's literally the day of blowing. Und das ist der Tag des Blasens. On the 5th day of creation, he created birds and fish. Am 5. Schöpfungstag hat er Vögel und Fische erschaffen. Birds and fish move in their migrations with currents. Und die Vögel und die Fische, die tun während ihrer Migration, gehen sie in Strömen. Birds move in the air currents, Zum Beispiel die Vögel durch Luftströmungen and fish move with the sea currents. und die Fische in den Meeresströmungen. So basically, they move with the air. Also sie bewegen sich mit der Luft. And so with the Feast of Trumpets, we also move with the air. Und im Fest der Posaune bewegen wir uns auch mit der Luft. That disturbance of the ruach, of the wind, Und das war, was der Ruach, was der Wind da macht. it gathers the faithful witnesses, Er versammelt die treuen Zeugen, but it scatters the enemy. aber er zerstreut die Feinde. And the basic commandment of the Torah for the Feast of Trumpets is to hear it. Und eigentlich die Hauptaufgabe beim Posaunenfest ist, dass man diese Posaune hört And to remember. und sich erinnert. So remember what? An was sollen wir uns erinnern? We'd best be remembering the Torah. Also das Beste ist, wir erinnern uns an die Torah. This is also the time we can see during the days of unleavened bread and after the first fruits of the barley, after Yeshua was resurrected,
Also wir sehen, dass während dem Fest der ungesäuerten Brote und dann auch beim nächsten Fest, wo es um Jeschuas Auferstehung geht, there's a space of time here called the counting of the Omer. da gibt es so eine Zwischenzeit, die wir die Zeit des Omerzählens nennen, Which takes you to Shavuot. wo uns dann auf Shavuot hinführt. It's almost at the conclusion of these weeks Das heißt also, dass praktisch am Schluss, am Ende von diesen Wochen, that Yeshua tells the disciples to stay in Jerusalem until Shavuot. sagt Jeschua den Jüngern, sie sollen in Jerusalem bleiben bis Shavuot And he says that they're going to receive power und sagt ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, after the Holy Spirit comes upon you. nachdem der Heilige Geist auf euch kommen wird. And we see that Shavuot was a time when they did receive the power of the Holy Spirit. Und wir wissen, dass Shavuot die Zeit war, wo sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben. And he says, with that power, you're going to be able to go to the nations. Und er hat dann gesagt, mit dieser Kraft habt ihr dann die Power, um zu den Nationen zu gehen. Ruth came to Israel, Die Ruth ist nach Israel gekommen, but the disciples are going to go find the Ruths. aber die Jünger, die sollen jetzt gehen und die Ruths da draußen finden. And this fifth day here is associated with the spirit of Vorah, Und dieser 5. Tag hier hat zu tun mit dem Geist der Kraft, Vorah. which translates as power, Also würden wir als Power, als Kraft übersetzen. but it's not so much muscle power. Aber es geht hier nicht um Muskelkraft, It's the power to endure, es ist die Kraft, aushalten zu können. the power to do heroic things, Die Kraft, heroische Dinge zu tun, to finish the job. den Job fertig zu kriegen. It's like we say, the race is not to the swift. Also das Rennen, beim Rennen geht es nicht nur um die Schnellen, It's to those who endure. sondern die durchhalten. So in this process, they are filled with the Holy Spirit, Also in diesem Prozess werden sie jetzt also mit dem Heiligen Geist gefüllt and they do receive Vorah from on high. und sie empfangen Kraft von oben, That, like the fish and the birds, enables them to reach all the nations. damit sie wie die Fische und die Vögel hinausgehen können zu den Nationen. Now we can read in the book of Acts where it says they went into all the world, Und wir können in der Apostelgeschichte lesen, dass sie hinausgegangen sind in die Welt. and we think, well, maybe not that far. Und vielleicht sind sie nicht in die ganze Welt hinausgekommen, Maybe as far as Spain. vielleicht nur bis Spanien. But even in North America, Aber sogar in Nordamerika there's evidence that they were there. hat es Beweise, dass sie dort waren. About 45 minutes from where I live in Kentucky, Ich lebe in Kentucky und 45 Minuten weg von mir there's a river called the Redbird River. hat es einen Fluss, der heißt der Fluss des roten Vogels. And it follows something called the ancient warrior path. Und der geht entlang einem Pfad, der alte Kriegspfad genannt wird. But it wasn't just a warrior path. Aber es war nicht nur ein Kriegspfad, It's like an old interstate highway. es ist eigentlich wie so eine Bundesstraße oder so. Because it follows the rivers from Florida Weil es geht den Flüssen von Florida entlang all the way up to Canada. bis nach Kanada. So they would travel for commerce. Also das war jetzt so eine Geschäftsroute. Overlooking this river, there's a cave. Und wenn man so über diesen Fluss schaut, kann man dort auch eine Höhle entdecken. A place where the travelers would stop. Und das ist ein Ort, wo die Reisenden gestoppt haben. I've been in the cave. Also an diese Höhle. And I came out much faster than I went in. Okay, und sie ist dort mal rein und ist ganz schnell wieder raus. Also schneller raus wie rein. I looked up, Ich habe hochgeschaut millions of crickets, und dort waren ganz viele Heuschrecken. Ja, Heuschrecken. bugs, Ja, also Ungeziefer. Zilotov. Also nicht gerade schön. Selotov. But in this cave, ancient writing, Aber man hat dort alte Schriften gefunden in dieser Höhle. some Egyptian
right? also ägyptische Hieroglyphen, The sun god Ra, mit dem Sonnengott Ra Ogam, Celtic, oder von den keltischen Göttern Ra, different forms of that, also ganz verschiedene Arten von denen, Phoenician, auch phönizische Inschriften. but the most recent one is the most interesting Aber die jüngste Inschrift da war die am interessantesten, because someone wrote in Greek, weil jemand auf Griechisch dann dort geschrieben hat, Jesus Christ, Son of the Father, Jesus Christus, Sohn des Vaters. and then they took a Hebrew letter Chet Und dann haben sie den hebräischen Buchstaben Chet genommen and superimposed it over the sentence. und haben den da praktisch so über diesen Satz gestellt. Lives. Lebt. Also wie das Zeichen von Leben. And maybe that's just an anomaly, maybe that's just, who knows. Also man weiß nicht genau, was das ist. But on the other side of the river Aber auf der anderen Seite vom Fluss was a bigger area with a rock outcropping. da hat es ein größeres Gebiet gegeben, wo so ein Felsvorsprung hatte. Where people could have camped under shelter. Und es kann sein, dass da Leute campieren konnten unter dem Schutz von dem. And this rock, Und dieser Fels about the size from that pillar to that pillar, war vielleicht von dieser Säule bis dorthin so groß. it falls down into the highway. Und das geht runter bis auf die Hauptstraße. And the construction workers call for a crane to come push it into the river. Und die Baukompanien wollten das eigentlich zerstören, also kaputt machen, um Platz zu machen. One of the workers leans against the rock, Und dann hat sich einer von diesen Bauarbeitern so an den Felsen gelehnt. and he feels strange indentations in the top of the Und rock. dann hat sich das irgendwie so ganz komisch angefühlt. So he crawls up on the rock, Und dann ist er da hochgekappelt. and it's full of writing, Und oben hat man dann lauter Inschriften gefunden. more of the same. Also ähnliche Schriften. So there were people on other continents who carried the gospel. Also es gab Leute von anderen Kontinenten, wo das Evangelium gebracht haben. There's writing like this in the Southwest, Und im Südwesten von Amerika hat es auch ähnliche Dinge, down in Tennessee, auch in Tennessee, in different places. einfach in verschiedenen Orten in Amerika. There's evidence the apostles did carry it into all the world. Also es hat wirklich Beweise, dass die Apostel das in alle Welt hinausgetragen haben. And that's the power that they had received from on high. Und das ist diese Kraft, die sie von oben empfangen haben. Some of you might be familiar with the legends of the Cherokee. Und einige von euch kennen vielleicht die Legenden von den Cherokee-Indianern. Much of their tradition is very Hebraic. Und vieles von ihren Traditionen hat sehr viel Hebräisches drin. They know the sacred name. Sie kennen den heiligen Namen. They keep Sukkot. Sie feiern das Laubhüttenfest, Sukkot. And so, who knows how far they went. Und wer weiß, wie weit sie da wirklich gekommen sind. But now I believe the Bible. Aber ich glaube auch der Schrift, wo das ja auch sagt. So we see this great resurrection associated with the fifth day. Also wir sehen, dass diese große Auferstehung auch was mit dem 5. Tag zu tun hat. This is the Feast of Trumpets, where the dead in Messiah will rise. Das Posaunenfest, wo auch die Toten im Messias auferstehen werden. And you're familiar with the verse, the Lord himself will descend from heaven with a shout, the voice of the archangel and the trump. Und ihr kennt vielleicht diesen Vers, dass der Messias wird von oben kommen mit der Stimme eines Erzengels und die Posaune Gottes wird ertönen. And the dead of Messiah will rise first. Und die Toten im Messias werden zuerst auferstehen And then we'll be caught into the cloud together. und die werden in einer Wolke hinaufgenommen werden. And the shout is the clue, Und der Schlüssel hier ist dieser Schrei, because the shout is associated with the Feast of Trumpets. weil so dieser Ruf, dieser Schrei hat zu tun mit dem Posaunenfest. And how many of you are familiar with
the Rosh Hashanah customs and traditions? Wer von euch weiß ein bisschen was über die Rosh Hashanah Traditionen und Gebräuche? It's a lot more than you read about in the Torah, right? Und da hat es eigentlich viel mehr Traditionen, wie eigentlich wirklich in der Tora steht. And you say, where did the Jews get all this stuff? Und kannst dir denken, ja, woher haben die Juden das hergeholt? We only get this much in the Torah. In der Tora steht nur so ein bisschen darüber, It is in the Torah. aber es hat wirklich in der Tora etwas darüber. It's found in different Torah portions. Und zwar findet man es an verschiedenen Tora-Stellen. Baha Alocha, Bacha Alocha, Kitisa, Kitisa, Pekudeh. Mekute. And you'll notice how many mentions of clouds are in those three Torah portions. Also du siehst, dass da sehr oft die Wolken erwähnt werden an diesen Bibelstellen. We talked earlier this week about Smichut. Wir haben am Anfang der Woche über Smichut geredet. Placement. Smichut bedeutet Platzierung, also wo etwas hingesetzt ist. Where and how he places words. Also wo und wie er Worte setzt. So if it says the cloud went up, the cloud went down, the cloud went here, the cloud went there. Also wenn es heißt, die Wolkensäule erhob sich, die Wolkensäule kam nieder und sie ging dorthin und sie ging dahin. To the point it's almost ridiculous. Also manchmal können wir sagen, ja, das ist fast ein bisschen peinlich. It's his way of tapping us on the shoulder and saying, yoo-hoo. Es ist eigentlich seine Art, uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey. Because all those themes are associated with the Feast of Trumpets. Weil all diese Themen haben mit dem Posaunenfest zu tun. You can even put the names of the Torah portions together and understand. Und du kannst sogar die Namen von diesen verschiedenen Tora-Abschnitten da zusammensetzen und die Namen daraus herbeileiten können. Baha Alecha, Becha Alecha, in your making go up. also während du hinaufgehst. And it begins with the service of the menorah. Und das hat mit dem Menorah-Dienst zu tun. The service of the seven spirits of Adonai. Mit dem Dienst der 7 Geister Elohims oder Adonais. Kitisa, Kitisa, also das sind lauter Bezeichnungen von Tora-Abschnitten, die gelesen werden. again, when you elevate. Also wenn du etwas erhebst, emporhebst. And Pekudeh, Und Pekudeh, accounting or reckoning. also das ist das Zählen. So it's at the going up, Also wenn du hinaufgehst, at the reckoning. wenn eine Zählung gemacht wird, also in dem Fall Zählung vom Volk. The counting. Also wenn Dinge abgezählt werden. It's like when the saints go marching in, I want to be in that number. Also wir kennen ja das Lied, Oh when the saints go marching in, also wenn die Heiligen praktisch gezählt werden, dann möchte ich in dieser Zahl mit dabei sein. This is Rosh Hashanah, Das ist Rosh Hashanah. when you want to be elevated and counted among the righteous. Wenn du da mit hinein emporgenommen wirst und mitgezählt wirst unter diese Gerechten. If you go home and you read those three Torah portions, Also wenn du nach Hause gehst und jetzt diese 3 Tora-Abschnitte liest, you'll see the Feast of Trumpets all in it. dann siehst du das Fest der Posaune überall dort. So we have the greater resurrection of the fifth day Wir haben also jetzt diese größere Auferstehung am 5. Tag that mirrors Yeshua's resurrection on the third day. und es spiegelt die Auferstehung von Jeschua am 3. Tag wieder. So we have resurrection, resurrection. Also haben wir Auferstehung und Auferstehung. And they arise from the same source on the main branch. Und die haben denselben Ursprung, kommen aus demselben Stamm hervor. And when I say source, it's because in Hebrew it would be head, resh. Und Ursprung im Hebräischen hat auch mit Resh, mit dem Kopf zu tun. Because the 4 rivers of Eden, Weil die 4 Flüsse in Eden, they came out of 4 heads, sind aus 4 Häuptern entsprungen. 4 sources. Also 4 Ursprünge, Quellen. As they flowed, the Hebrew says Savav. Und wie es im Hebräischen heißt, Sevav, sie sind geflossen.
They flow around and around. Also sie sind immer wieder drum herum geflossen. So you can see how if these rivers have the same source, Also diese Flüsse haben alle denselben Ursprung, dieselbe Quelle, the same head, dasselbe Haupt in dem Sinn. when we have 2 resurrection days, Und wir haben jetzt hier 2 Auferstehungen, because they come from the same head. weil sie kommen aus demselben Ursprung, aus demselben Haupt. So smaller, Also im kleineren, Yeshua and the righteous dead up to that point. also das wäre in dem Fall Jeschua und die Gerechten, die es bis dahin gegeben hat. And then the greater body of Messiah. Und dann der große Leib des Messias mit seiner Auferstehung. The next is the Day of Atonements or Coverings. Und der nächste ist der Tag, der Sühnetag, Versöhnungstag oder auch der Tag der Bedeckung. It's called Yom Kippur, Es wird Yom Kippur genannt, but the proper is Yom HaKippurim. aber der eigentliche Name ist eigentlich Yom HaKippurim. This is very important Das ist sehr wichtig, because there's not just one covering. weil es gibt nicht nur ein abgedeckt werden. It's, if we think of Yom Kippur in the temple, Wenn wir an Yom Kippur denken im Tempeldienst, then there are multiple coverings. da gab es verschiedene Bedeckungen. The high priest changes his garment several times. Zum Beispiel hat der hohe Priester verschiedene Male seine Kleidung wechseln müssen. He approaches with the covering of incense. Also er kommt hinein mit der Bedeckung vom Räucherwerk At the consecration, he has a covering of oil. und dann kommt er mit einer Bedeckung von Öl And then there's going to be a covering of blood. und dann gibt es auch eine Bedeckung, die mit Blut geschieht. And each of those coverings is important. Und jedes von diesen Bedeckungen ist wichtig. So now we're going to throw in something even more complicated. Und jetzt möchte ich da noch was reinbringen, wo noch ein bisschen komplizierter ist. We said there were 2 sides to the menorah. Wir haben gesagt, es gibt 2 Seiten an der Menorah. You can make a menorah out of this side. Du kannst eine Menorah auf dieser Seite machen You can also make a menorah out of this side. und du kannst auch aus dieser Seite eine Menorah machen. Because when we shift and start thinking chiastically, Also wenn wir anfangen, chiastisch zu denken, it's the middle thing that is important. dann ist es ganz wichtig, was der mittlere Teil ist. It's not that the first and the last are unimportant, Das heißt nicht, dass das erste und das letzte nicht wichtig ist, but the kernel idea is in the middle. aber so der Hauptgedanke ist in der Mitte. So think of this as its own menorah. Also stell dir mal das jetzt als eine Menorah vor. And so this is Yom HaKippurim. Also ist das hier Yom HaKippurim, This is the day of coverings. der Tag der Bedeckung, der Sühne. So whatever is true of the middle thing Also alles, was wahr ist, jetzt in diesem mittleren Teil, will also be true of the things on either side. muss auch wahr sein bei den 2 Dingen, die nebendran sind. So at Yom Teruah, we have the coverings of the clouds. Also an Yom Teruah haben wir die Bedeckung mit der Wolke, Just like the high priest has a covering of the cloud of incense. so wie der hohe Priester diese Decke hat mit dem Räucherwerk. And on Sukkot, we have coverings of Sukkot. Und an Sukkot haben wir die Bedeckung, die wir am Laubhüttenfest haben. In Jewish tradition, Sukkot is called clouds of glory. Und in der jüdischen Tradition wird das Laubhüttenfest oder Sukkot wird die Wolke der Herrlichkeit genannt. So we have clouds of incense, Also wir haben Räucherwerkwolken, we have clouds of the saints, wir haben die Wolke der Heiligen and then we have the clouds of glory of Sukkot. und dann haben wir die Wolke der Herrlichkeit an Sukkot. So they all have a similar theme. Also alle haben das gleiche Thema. This also corresponds to the spirit of Da'at, Und es hat auch zu tun mit dem Geist von Da'at, which is in English knowledge but not a good translation. also im Englischen würde man es mit Erkenntnis
wiedergeben, aber es ist nicht so eine geglückte Übersetzung. It means knowing something experientially. Das heißt, man weiß etwas erfahrungsgemäß. It means sacrificially knowing something. Also etwas opferbereit oder hingebungsbereit kennen. I didn't just read about it, Also ich habe nicht nur über das gelesen, I did it. ich habe es gemacht. Somebody have a coin? Hat jemand eine Münze? I'll give it back. Du kriegst es wieder zurück. Okay, you guys don't have heads and tails, but it'll work. Also unsere Münzen sind anders, haben andere Symbole drauf wie ihre. Okay, I'm trying to figure out what that is, but I need longer Versuch mal arms. zu erkennen, was man drauf sieht. Okay, you were created, Also du bist erschaffen and you were given this coin, und dir wurde diese Münze gegeben and Elohim told you, I only want you to look at this side of this coin. und Elohim hat dir gesagt, ich möchte jetzt, dass du nur diese Seite der Münze anschaust. I created you and I engineered you Also ich habe dich erschaffen und ich habe dich so hergestellt. to live eternally healthy if you will only look at this side of the coin. Und du wirst gesund sein und gesund leben können, wenn du nur auf diese Seite der Münze schaust. I only want you to know this. Ich möchte nur, dass du diese Seite kennst. I only want you to experience this. Und ich möchte, dass du nur Erfahrungen mit dieser Seite hast. This side to you is blessing, Und das ist die Seite, wo für dich ein Segen ist. but never look at this other side. Aber schau es nie von der anderen Seite an. Because once you look at this side, this realm is called cursing. Weil wenn du es von der anderen Seite anschaust, dann ist das die Fluchseite. I alone know how to deal with this side. Und ich bin der Einzige, der mit diesem Teil umgehen kann. But for you, I want you to know this. Aber ich möchte, dass du diese Segensseite kennst. This is the side you're going to have intimacy with. Und das ist die Seite, mit der du Intimität haben wirst. And one day, Und eines Tages you think, maybe just a small peek, kann mal ein ganz kleines bisschen spiegeln, just a little, ganz wenig. and you turn it over, and then you turn it right back. Und dann drehst du es um und dann tust du ganz schnell wieder umdrehen. But can you unsee it? Aber kannst du das, was du gesehen hast, wieder rückgängig machen? Can you unexperience it? Kannst du diese Erfahrung, die du gemacht hast, wieder rückgängig machen? You've already experienced it. Du hast diese Erfahrung jetzt schon gehabt. And so now you've stepped into a realm called cursing, Und jetzt bist du in den Bereich reingekommen, der mit Flucht zu tun hat. and you can never take it out of you. Und du kannst es irgendwie nicht mehr aus dir rauskriegen. It can't be undone. Es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. And this is His word. Und diese Münze, das ist sein Wort. This is a tree of life. Das ist der Baum des Lebens. And He created us to live according to that word. Und er hat uns so erschaffen, dass wir gemäß diesem Wort leben. So if He sets the boundary, Also wenn er praktisch diese Grenze setzt and He says, I want you on this side, und sagt, ich möchte, dass du auf dieser Seite bleibst, not on that side. nicht auf dieser Seite, This side is blessing. diese Seite ist die Segensseite. It's His word. Es ist das Wort. But if I step over here, Aber wenn ich auf die andere Seite gehe, I'm on the other side of His word. bin ich auf der anderen Seite von seinem Wort. It's the same Hebrew root, Und es ist dieselbe hebräische Wurzel. devar, Davar, word, Wort, dever, Dever, curse. Fluch. It's which side of the coin you choose to experience. Und du kannst entscheiden, welche Seite von dieser Münze du kennenlernen möchtest oder erfahren, leben möchtest. So that's just hopefully helps you understand what it means to experience something with da'at. Und ich hoffe, das hat jetzt
geholfen zu verstehen, was es bedeutet, was mit diesem Da'at zu kennen, zu erkennen. Adam knew his wife and she conceived. Adam erkannte seine Frau und sie empfing. She had an intimacy with him. Sie hatte Intimität mit ihm. And with virginity, that's kind of the symbol. Und deswegen ist Jungfräulichkeit ein Symbol. That loss of virginity signals experience and intimacy. Und der Verlust von Jungfräulichkeit ist gleichgesetzt, dass man jetzt dieses Erkennen erlebt. And you want that first intimacy to be with your spouse. Und natürlich willst du diese erste Intimität mit deinem Ehemann haben, mit deinem Partner haben. Because this is the side of the Davar Weil das ist die Seite von Davar, from the beginning. wie es von Anfang an war. But if you're experiencing other people, Aber wenn du mit anderen Leuten Erfahrungen hast, either physically or spiritually, sei es jetzt physisch oder geistlich, this is why the Bible spends so much time talking about harlotry and adultery. und deswegen redet die Bibel so viel von Unzucht und Ehebruch, So that you'll understand that you're experiencing the dever, the curse. weil das hat mit der Seite zu tun, wo du den Fluch erlebst. There's a blessing side of his word, Also es hat eine Segenseite seines Wortes and there's a cursing side of his word. und es hat eine Fluchseite des Wortes. The word doesn't change its position, Und das Wort tut nicht seine Position verändern, but in order to repent, we have to change our position aber wir müssen unsere Position ändern, wenn wir Buße tun wollen and stop experiencing the curse. und nicht mehr diesen Fluch leben. So, with the Day of Atonement, he's drawing us to him in an intimacy. Also mit diesen Tagen der Versöhnung möchte er uns in diese Intimität mit ihm bringen. It reminds us of the sixth day of creation where Adam and Eve were one. Und es erinnert uns an diesen sechsten Schöpfungstag, wo Adam und Eva eins wurden. Even though they were two, they were one. Obwohl sie zwei waren, wurden sie eins. And on the Day of Atonement, even though Israel is many, Und am Versöhnungstag ist, auch wenn Israel sind viele, they're one. sind sie eins. From the Feast of Trumpets, when they're gathered together, Also am Fest der Posaune, wo sie sich versammeln, they will become one people. aus dem heraus werden sie ein Volk, eine Nation. And as we get into these after the break, as we get into the 7 assemblies, we'll associate this with Philadelphia or brotherly love. Und wir werden nach der Pause uns die Gemeinden in Offenbarung anschauen. Und jetzt dieser Tag hat mit der Gemeinde in Philadelphia zu tun. So that you can see the symbolism of the unity of marriage on the sixth day with Adam and Eve. Also die Gemeinde von Philadelphia, das hat mit brüderlicher Liebe zu tun. Und jetzt mit Adam und Eva hat auch mit Einssein, mit Einheit zu tun. You can see that same sense of intimacy is carried over to Yom Kippur. Diese selbe Gedanke von Einheit finden wir auch an Yom Kippur. And as on Yom Kippur, a bride and groom will fast on their wedding day. Und genauso wie an Yom Kippur tun an ihrem Hochzeitstag der Bräutigam und die Braut fasten, Until after the wedding. bis die Hochzeit stattgefunden hat. Okay, our last feast. Das ist unser letztes Fest. Excuse me. Is Tabernacles or Sukkot. Das Laubhüttenfest oder Sukkot. One of its nicknames in Judaism is the Feast of the Nations. Und im Jüdischen heißt es auch Fest der Nationen. And we're commanded to keep Sukkot in remembrance of when we came out of Und wir werden daran gehalten, Sukkot, das Fest zu feiern, in Erinnerung an eben Ägypten. Egypt. Okay. And again, it's that final recognition when we enter into the fall feasts. Wenn wir also die Herbstfeste anfangen, You start to see a few themes emerging.
sieht man ein paar Themen, die sich da hervorheben. They have to do with kingship, Das hat zu tun mit dem Königtum, the throne, dem Thron, the crown, der Krone, royalty, den Adel, also die königlichen Zustand. and the Jews derive many of these symbols from related themes to the trumpet and the shofar in the Psalms. Und die Juden leiten diese Dinge ab von verschiedenen Themen, die in den Psalmen enthalten sind, von den Posaunen und anderen Sachen. So we have the judgment of the royal king as one of the things, Wir haben das Gericht über den König and the ultimate exaltation of the throne, und die Glorifizierung des Thrones, when the nations will have to acknowledge that he is Lord. dann, wenn die Nationen anerkennen müssen, dass er der Herr ist. And we've already talked about how beyond the millennium there is a return of light without the sun, the moon, or the stars. Und wir haben bereits erwähnt heute früh, dass wenn das Millennium ist, gibt es dann ein Licht, das unabhängig ist von irgendeinem anderen physikalischen Licht. So in this next segment we want to start looking at the 7 assemblies of Revelation. Und in diesem nächsten Teil möchten wir die 7 Gemeinden der Offenbarung anschauen. Traditionally, most of us have been taught that these 7 assemblies have an isolated prophetic meaning. Traditionell ist gelehrt worden, dass diese 7 Gemeinden eine etwas getrennte prophetische Bedeutung haben. That one day John had a vision about these 7 cities Eines Tages hatte Johannes irgendeine Vision über diese 7 Städte, that really had no significance before, diese Städte hatten vorher überhaupt keine große Bedeutung and they have no significance today. und auch heute sind sie nicht bedeutend. They are either in ruins or they're buried underneath earthquake zones. Entweder sind sie völlig zerfallen oder sind in Erdbebengebieten begraben. So we can't simply look at them as physical places. Wir können sie also nicht als eigentliche physikalische Stätten betrachten. We have to go back again to the spiritual. Wir müssen zurück zum Geistlichen gehen And we have to think Jewish. und wir müssen ein bisschen jüdisch denken. John was a Jew, Johannes war ja ein Jude, Yochanan, Johanan, and Yochanan never went to church. und Johanan ist nie zur Kirche gegangen. Yochanan went to the Mikdash, to the temple, Johanan ist zum Mikdash, zum Tempel gegangen, or Yochanan went to the synagogue, er ist zur Synagoge, but he never went to church. aber ist nie zur Kirche gegangen. So when we think of 7 assemblies that John would be seeing, Und wenn wir darüber nachdenken, über 7 Gemeinden, die Johannes sieht, it's not likely that the Holy One would reveal something completely outside of what Yochanan had experienced. wird es kaum der Fall sein, dass Gott ihm etwas offenbart, was völlig jenseits von seiner persönlichen Erfahrung steht. John already has context. Johannes hat bereits einen Zusammenhang. When we quit thinking of them as churches, Und wenn wir aufhören, über diese Dinge als Gemeinden nachzudenken, because when I think of a church, denn wenn ich über eine Gemeinde nachdenke, I think of First Baptist on Main Street, dann stelle ich mir die erste Baptistengemeinde auf der Hauptstraße vor or now I'm thinking of St. Peter's in Zurich, oder St. Peter in Zürich. but John never went there. Aber Johannes ist nie dorthin gegangen. So John's context are the 7 feasts. Der Zusammenhang für Johannes sind die 7 Feste. All Israel would gather at the 7 Moedim. Ganz Israel würde während diesen 7 Moedim sich versammeln. And when we take these 7 assemblies Und wenn wir diese 7 Versammlungen oder Gemeinden nehmen and we start thinking of them in terms of assemblies, und wir
sie so betrachten, als ob sie eben Versammlungen werden and not the way we think of a church in 2017, und nicht sie so sehen, wie wir eine Gemeinde sehen im Jahre 2017. then we'll come closer to seeing what John saw. Dann kommen wir dem Bild näher, was Johannes gesehen hat. There is a principle of biblical interpretation Es gibt ein Prinzip der biblischen Interpretation, that you would learn in seminary or in a yeshiva. das man in einer Yeshiva oder in kirchlichen theologischen Seminar lernen würde. And that principle is that you cannot separate a passage of scripture from the context of the time in which it was written. Und das Prinzip heißt, dass man ein Teil der Schrift nicht trennen kann von Zusammenhang mit der Zeit und das, was drumherum ist. Now it still has meaning in our generation, Klar hat es immer noch Bedeutung für uns, auch heutzutage, but we have to think of it through the eyes of those who experienced it. aber wir müssen es lesen und verstehen mit den Augen derjenigen, für die es bestimmt war. So that's what we're going to try to do. See it through Yochanan's eyes. Und wir werden das jetzt versuchen, das Ganze mit den Augen von Johannan zu sehen. So let's look at the lampstand first. Schauen wir zuerst nochmal den Kerzenständer, also die Menorah an. Because those 7 assemblies are compared to lampstands. Denn diese 7 Gemeinden oder Versammlungen werden eben verglichen mit einer Menorah. And it says in Job 21:17, In Hiob 21,17 steht, Barbara wird uns das vorlesen auf Deutsch. how often is the lamp of the wicked put out, or does calamity fall upon them? Wie oft erlischt die Leuchte der Gottlosen und erteilt sie ihr Schicksal, teilt er ihnen Schmerzen zu in seinem Zorn. Now, every one of us has a lamp, Jeder von uns hat eine Leuchte and without that lamp, we're dead. und ohne diese Leuchte sind wir tot. Because the spirit of Elohim is breathed into us, Denn der Geist Elohims wird uns eingehaucht, then we are each alive because we have a measure of that spirit. und wir sind alle am Leben, weil wir irgendein Maß an diesem Geist haben. In a previous meeting, we looked at how that lamp could burn low. In einer früheren Zusammenkunft haben wir angeschaut, dass diese Lampe gewissermaßen fast am Ausbrennen ist Through disobedience. durch Ungehorsam. And this would be the lamp of the wicked. Und das ist eben die Leuchte oder die Lampe der Bösen. In fact, the lamp of the wicked is also compared to 7 abominations. Die Lampe der Ungehorsamen wird verglichen mit der Lampe der 7 Gräuel. So you can be powered by the Holy Spirit Du kannst also angetrieben werden durch den Heiligen Geist or by something wicked. oder durch etwas Böses. And he lists those abominations. Und er listet diese Gräuel auf. He says it's a proud look, Es ist ein arroganter Blick, a lying tongue, eine lügende Zunge, hands that shed innocent blood, Hände, die unschuldiges Blut fließen lassen, a heart that devises wicked plans, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, feet that run quickly to evil, Füße, die rasch dem Bösen nachgehen, and a false witness who breathes out lies, ein falscher Zeuge, der Lügen hinaushaucht, wörtlich, and one who separates brothers. und jemand, der Brüder trennt. Now it seems odd for that to be the 7th or the worst abomination. Und es scheint ein wenig komisch zu sein, dass das 7. oder schlimmste Gräuel sein kann. But all of these 6 lead to the 7th. Aber die vorherigen 6 führen zu diesem 7. It's like Shabbat. Es ist ähnlich wie der Schabbat. On Shabbat,
Yeshua's custom was to go to the synagogue. Am Schabbat ging Jeschua gewöhnlich in die Synagoge. He gathered with like kind and like mind. Er ist mit Gleichgesinnten zusammen gewesen. Although they weren't identical kind and mind. Klar, die waren nicht alle identisch in ihrer Gesinnung. That was the pattern from the creation. Und das war das Muster seit der Schöpfung, To gather together. dass man sich eben versammelt. And with these 6 abominations that precede it, Und mit diesen 6 vorangegangenen Gräueln, that will lead to separation on Shabbat. das führt dann zur Trennung am Schabbat. And again, the book of Revelation is all about sevens. Und das Buch der Offenbarung, dort geht es immer wieder um die Zahl 7. It's teaching us about judgment as it relates to the feasts and the Shabbat. Und es unterrichtet uns über das Gericht, wie es mit den Festen und dem Schabbat zusammenhängt. Even the nations, Sogar die Nationen, because Sukkot is the feast of the nations, denn Sukkot ist ja das Fest der Nationen, they also will be judged. die werden auch gerichtet. So, if I'm practicing gossip and slander and I'm too proud to join with other people, Wenn ich da also herumschwatze und anderen Leuten Böses nachsage it eventually leads to separation from my own kind. und ich dann zu stolz bin, den Schabbat zu feiern, dann wird mich das trennen von den anderen, von meinesgleichen. And in the previous meeting, we talked about how separation is death. Und wir haben vorhin gesagt, dass Trennung heißt Tod. But you'll notice a transformation in the abominations. Und man sieht dann eine Abwandlung bei diesen verschiedenen Gräueln. You have eyes, Wir haben Augen, you have a tongue, eine Zunge, you have hands, Hände, heart, Herz, feet. Füße. But when you get to the 6th, Aber wenn wir zum 6. kommen, something changes. ändert sich etwas. You're no longer body parts. Es sind keine Körperteile mehr. You're a whole human being. Es ist ein ganzes menschliches Wesen. But you have become a false witness, Aber du bist zum falschen Zeugen geworden, simply breathing out lies. indem du einfach Lügen hinaushauchst. So it's worse than having a lying tongue. Es ist also schlimmer, dass man nur eine lügende Zunge hat. If we say a lie, we repent. Wenn wir eine Lüge sprechen, dann können wir uns bereuen und Buße tun. Apologize to the person. Wir entschuldigen uns bei der betreffenden Person, But with a false witness who is exhaling lies, aber ein falscher Zeuge, der Lügen hinaushaucht, it's no longer what he does, da geht es nicht mehr darum, was er tut, it's who he is. das ist, wer er ist. This is directly opposite of Yeshua, Das ist der absolute Gegensatz zu Jeschua. who in Revelation is called the faithful and true witness. In der Offenbarung wird er der treue und wahre Zeuge genannt. So this person has been completely overtaken by evil. Dieser Mensch ist also völlig vom Bösen übermannt worden. So the person on the 6th day is not random. Die Person am 6. Tag, das ist kein Zufall. Just like the 5th abomination was feet running quickly to evil, Genau wie am 5. Tag, da hatten wir die Füße, die rasch dem Bösen nachgehen. those of you who were in the first meeting remember on the 5th day In unserer ersten Tagung, diejenigen, die dort waren, ihr erinnert euch am 1. Tag, that root word ratz, dass diese Wortwurzel Ratz, it means to run. das heißt eben zu springen. And with the Hebrew words, you could picture millions and millions of little running feet. Und mit den hebräischen Worten kann man sich verschiedene tausende kleine Füße vorstellen, die da herumrennen. So with the holy lamp, the little feet are running to spread the gospel. An der heiligen Lampe rennen diese Füße, um eben das Evangelium zu verbreiten. But with the wicked lamp, they're running to do evil. Aber eben mit der bösen Lampe rennen sie herum, um Böses zu verbreiten. And that running
leads to a false witness. Und dieses Herumrennen führt zu einem falschen Zeugnis. Which takes us to the sixth day of creation. Und da kommen wir zum 6. Tag der Schöpfung. There were two creations of the sixth day, Es gab ja 2 Schöpfungen des 6. Tages, man and beast. eben der Mensch und die Tiere. The beast was the firstborn, Das Tier war der Erstgeborene, but the man was the secondborn. der Mensch war der Zweitgeborene But the firstborn was to be ruled over by the secondborn. und der Erstgeborene würde dann vom Zweitgeborenen beherrscht werden. The man was not supposed to conform to the image of the beast. Und der Mensch sollte nicht sich dem Bild des Tieres angleichen. He was supposed to conform to the image of Elohim. Es sollte ja Abbild von Elohim sein. So when he conforms to the image of the beast, Wenn er also Abbild des Tieres wird, he can no longer be a faithful and true witness to his creation. kann er nicht mehr seiner Schöpfung gegenüber ein treuer, wahrhaftiger Zeuge sein. Now he becomes a false witness, breathing out lies, Nun wird er zum falschen Zeugen, der Lügen hinaushaucht. because he's conformed to the doctrine of the most cunning beast of the field. Denn er hat sich angepasst der Doktrin des schlimmsten Tieres auf dem Feld. You can be like God. Du kannst ja sein wie Gott. You can have the wisdom of God. Du kannst Gottes Weisheit haben. But the scripture said we were to conform to his image and his likeness. Aber eben die Schrift sagt ja, dass wir ein Abbild von Gott sein sollten. We were not to become God Wir sollten ja nicht Gott werden, by making up our own rules, indem wir unsere eigenen Regeln aufstellen, but to be like him by conforming to his rules. aber so sein wie er, indem wir uns seinen Regeln anpassen. And to this day, people know it is written, Und bis zum heutigen Tage wissen die Leute, dass es geschrieben steht, but they obey, I feel, aber sie folgen lieber, ich fühle, I think, ich denke, I want, ich möchte, ich will, but that's not conforming to the image of Elohim. aber da geht man nicht dem Abbild Gottes entgegen. Truth is based on it is written. Die Wahrheit ist darauf begründet, es ist geschrieben oder es steht geschrieben. Not I feel, Und nicht ich fühle wie, not I think, nicht ich denke, not I want. nicht ich will. Because each one of those things are false witnesses that will lie to you. Denn alle diese Dinge sind falsche Zeugen, die dich anlügen werden. Have you ever wanted the wrong thing? Habt ihr jemals irgendwas Falsches gewollt? Have you ever thought wrong things? Habt ihr falsche Gedanken gehabt? Have you ever had wrong feelings? Habt ihr falsche Gefühle gehabt? They're liars. Sind Lügner. Maybe you got a 50% chance they could be right. Man hat ja vielleicht eine 50-prozentige Chance, dass es richtig sein könnte. But with it is written, 100%. Aber mit es ist geschrieben, haben wir 100% Sicherheit. Every time. Jedes Mal. So if we give into I think, I feel, I want, Und wenn wir uns nachgeben zu ich denke, ich möchte, ich will and we continually reject the Holy Spirit, und wir dauernd den Heiligen Geist ablehnen, because the Holy Spirit teaches us it is written. denn der Heilige Geist lehrt uns auch, es steht geschrieben. The holy lamp inside of you will struggle against the wicked lamp. Und die heilige Lampe in dir drin wird dauernd im Kampf sein mit der bösen Lampe. Your Jacob will struggle against your Esau. Dein Jakob wird dauernd gegen deinen Esau streiten. But if you will allow yourself to be disciplined of the Holy Spirit, Aber wenn du dich disziplinieren lässt durch den Heiligen Geist, then you will begin to conform to the image of Elohim, wirst du langsam dich dem Abbild von Elohim anpassen.
And the end of that is that you know how to gather with like kind and like mind. Und zum Schluss wirst du wissen, wie du mit deinesgleichen dann zusammenkommen sollst. So many times the things that separate us, Oft sind die Dinge, die uns trennen, we try to turn it into it is written, wir versuchen dann diese Dinge umzuwandeln in es steht geschrieben, but if we're honest with ourselves, aber wenn wir ehrlich mit uns sind, it's more based on I think, I feel, I want. ist es dann eher darauf gegründet mit ich fühle, ich denke, ich möchte. For the Holy Spirit to win, we have to be brutally honest with ourselves. Damit der Heilige Geist gewinnen kann, müssen wir wirklich brutal ehrlich mit uns selber sein. Because we can take holy things like the Torah, Denn wir können ja ganz heilige Dinge wie die Torah nehmen and if we try to function with that Torah und wenn wir versuchen mit dieser Torah zu funktionieren, based on I think, I feel, I want, begründet auf ich fühle, ich denke, ich will, it will destroy you. wird es uns zerstören. The Torah is very powerful. Die Torah ist sehr kräftig. It's the power of God in this Es universe. ist die Macht Gottes im Universum. And if you use it to make yourself God, Und wenn du sie benutzt, um dich selber zu Gott zu machen, then you will suffer the calamity. dann wirst du also die schlimmen Folgen spüren. Because you're turning your lamp into wickedness. Denn du verwandelst deine Lampe ins Böse. The 7 assemblies of Revelation are warned about this. Die 7 Gemeinden von der Offenbarung werden davor gewarnt. They're given very specific points to improve. Ihnen werden ganz spezifische Punkte gegeben, wie sie sich verbessern sollten. And if they don't improve them, Und wenn sie diese Punkte nicht anerkennen, he says, I'll break off your lamp. sagt er, ich werde eure Lampe abbrechen. So when he breaks off your lamp, what are you? Wenn er deine Lampe abbricht, was bist du? We call that dead. Ja, wir benennen das Tod. So, Chewy Louie. Das ist der Hund. Again, you're going to see the symbol of the menorah representing different things. Ihr werdet sehen, wie die Menorah verschiedene Sachen symbolisiert. In this context, it says the lamp is the lamb. In diesem Zusammenhang steht in Offenbarung 21, die Lampe ist das Lamm. And we're going to add other things that it represents. Und wir werden andere Dinge hinzufügen, die es repräsentiert. Do we have to choose among them? Müssen wir aus diesen Dingen etwas auswählen? Only if you go to school in America. Nur wenn man in Amerika in die Schule geht. True, false, A, B, C, D. Wahr, falsch, ist es A, B, C oder D? But biblical thinking shows you that many things can be true at the same time. Aber biblisches Denken zeigt dir, dass mehrere Sachen gleichzeitig wahr sein und stimmen können. Because we're made in His image, Denn wir werden ja in seinem Abbild erschaffen. then we have the capacity to think beyond true, false, A, B, C, D. Und wir kriegen dann die Fähigkeit, über dieses Schwarz-Weiß-Denken hinaus zu denken. So, if this represents the Lamb, Wenn das also das Lamm ist, then we know that that is the source of light for that eternal city. wissen wir, dass das die Lichtquelle ist für diese ewige Stadt. Because Yeshua is not the false witness breathing out lies. Denn Jeshua ist ja nicht der falsche Zeuge, der Lügen aushaucht. He's the faithful and true witness. Er ist der wahre und treue Zeuge. So if we are also faithful and true witnesses, Wenn wir also selber treue und wahre Zeugen sind,
then we are conforming to the image of Elohim, dann passen wir uns diesem Abbild Elohims an. and we're not conforming to the image of the beast, who was the firstborn of the sixth day. Und wir passen uns nicht dem Abbild der Bestie oder des Tieres an, der Erstgeborene am 6. Tag ist. So what we have in the book of Revelation is a big house cleaning. Was wir also im Buch der Offenbarung haben, ist eine große, eine Husputzete, wie man sagt auf Schweizerdeutsch, ein Hausputz. What do you do before Passover? Was macht man vor Pessach? Ladies know, Die Damen jetzt. because there's cookie crumbs in the couch, Denn es hat ja Plätzchenbrösel auf dem Sofa and there's bread under the floorboards of the car. und Brot unter den Gummimatten des Autos. There's chametz everywhere, Das hat also Chametz überall. and we have to clean it all out. Und wir müssen das alles herausputzen. But when we understand that the chametz represents things like sin and pride, Aber wenn wir verstehen, dass das Chametz Dinge wie Sünde und Stolz bedeuten, then we understand this great house cleaning of Revelation is the Holy One putting his own house in order. verstehen wir dann, dass in der Offenbarung diese große Reinigung bedeutet, dass Gott eben sein eigenes Haus in Ordnung bringt. He's going to sweep it clean, Er wird es dann völlig reinwischen. and he will find every cookie crumb, Und er wird jedes kleinste Brösel dann finden. even the ones hiding in plain sight. Auch die Brösel, die völlig da offen liegen. And it says that judgment does begin with the house of God. Und es steht ja, dass das Gericht mit dem Haus Gottes beginnt. We see this in the Passover. Wir sehen das bei Pessach. We start cleaning our own homes. Wir fangen an, unseren eigenen Häuser zu putzen. I'm not going to come clean your house. Ich werde nicht kommen und dein Haus sauber machen. I don't have time. Ich habe keine Zeit dazu. But when we get over into the fall feasts, Wenn wir dann bei den Herbstfesten ankommen, he's going to clean the whole house of Israel. wird er das ganze Haus Israel reinigen And then he's going to clean the nations. und er wird auch die Nationen reinigen. And just as you see the cleansing with water in the days of Noah, Und genau wie man in den Tagen Noachs die Reinigung mit Wasser sieht, Yeshua said it will be like the days of Noah, Jeschua hat ja gesagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs, but this time instead of water, it will be fire. aber diesmal anstatt Wasser wird es Feuer sein. Whereas the springs below broke up, Die Quellen unten unter der Erde sind dann aufgebrochen and the floodgates of heaven opened above. und die Fluttore vom Himmel sind ja dann oben aufgegangen, The upper and the lower waters, also die oberen und unteren Gewässer. which remember represented a death day. Und das, denkt dran, das hat ja einen Tag des Todes bedeutet. In the book of Revelation, the same things happen with fire. In der Offenbarung passiert dasselbe, aber mit Feuer. We see fire falling from heaven, Feuer fällt vom Himmel, and we see the smoke coming up from the abyss. der Rauch kommt von der Tiefe hinauf. So he keeps his promise, no flood. Er hält also sein Versprechen, keine Flut. I never said I wouldn't do it with fire, though. Ich habe nie gesagt, dass ich es nicht mit Feuer machen würde. And that's the beauty of understanding the Shemayim, Und das ist die Schönheit darin, dass man die Shamaim versteht. heaven, Eben Himmel, Shemayim. Shemaim, Himmel. You have Mayim, water, Maim ist Wasser. and then the Shin represents the fire. Und das Shen repräsentiert das Feuer. All right, let's go to Exodus 19:9. Gehen wir zu 2. Mose 19,9. Da sprach der Ewige zu Mosche: Siehe, ich will in einer dicken Wolke zu dir kommen, dass das Volk meine Worte höre, die ich mit dir rede, und auch dir ewiglich glaube. Und Mosche verkündigte dem Ewigen die Rede des Volkes. Okay, remember the thick cloud of the Feast of Trumpets?
Erinnert euch an die dicke Wolke beim Posaunenfest, where we would be resurrected into the cloud. wo wir dann in diese Wolke hinein auferstehen? That is a principle carried over from the wilderness experience. Das ist ein Prinzip, das von diesem Erlebnis in der Wüste mitgetragen wird. Because in their tradition, it wasn't just a pillar of cloud. Denn in der Tradition war es nicht nur eine Wolkensäule. Remember our pattern here. When they left Egypt at Passover, Denkt an unser Muster, als sie an Pessach aus Ägypten gegangen sind, their first stop was Sukkot. war der erste Halt in Sukkot. And in their tradition, it was at Sukkot Und in der jüdischen Tradition war es an Sukkot, that they entered Sukkot of glory. als sie das Sukkot der Herrlichkeit erfahren haben. So it was a cloud that was different from the pillar of cloud. Es war also eine Wolke, das anders war als diese Wolkensäule. It was a cloud for the whole congregation. Es war eine Wolke, die über die ganze Gemeinde gegangen ist. And it protected them from the heat of the day. Hat sie von der Tageshitze geschützt. It protected them below from the scorpions and the snakes. Von unten hat es sie geschützt gegen die Skorpione und die Schlangen. It protected their right and their left hand from their enemies. Und rechts und links wurden sie von ihren Feinden geschützt. As long as they were on this side of the Devar. Solange sie auf der Seite des Wortes waren. When they start complaining and gossiping and those sorts of things, Als sie angefangen haben zu reklamieren und Böses zu sagen, they were on the side of the Devar. sind sie auf die Dever-Seite gegangen. And then the serpents and the scorpions could sting them. Und so war es möglich, dass die Schlangen und Skorpione sie gestochen und gebissen haben. Their flesh would crave things. Das Fleisch hat verschiedene Dinge begehrt. They would start rebellions. Sie haben Rebellionen angefangen. They would start saying, I think, I feel, I want. Sie haben angefangen zu sagen, ich denke, ich möchte, ich fühle. But from the thick cloud came the word to Moses. Aus dieser dicken Wolke ist das Wort zu Moses gekommen. And Moses ascended into the thick cloud in order to receive the entire Torah. Und Moses ist ja in diese dicke Wolke hineingegangen, um die ganze Tora zu empfangen. So there's something about receiving the Torah, Und da gibt es etwas, wenn man die Tora empfängt, as told to Moses. so wie sie Moses gesagt wurde. He says, you need to believe it forever. Ihm wurde gesagt, du musst es ewiglich glauben. Not just the Jews, Nicht nur die Juden, forever. für immer. Now, why would they need to believe in it forever? Wieso mussten sie ewig daran glauben? Why would they need to believe in Moses forever? Und warum mussten sie an Moses ewig glauben? Couldn't he have said, there's someone coming after Moses that I want you to remember? Hätte er nicht sagen können, ja, es kommt ja jemand nach Moses, an den ihr euch erinnern sollt? But he names Moses. Nein, er sagt speziell Moses. Moses, I want them to believe you forever. Moses, ich möchte, dass sie dir glauben, ewig. Even Yeshua speaks in this way. Sogar Jeshua spricht auf diese Weise. He's telling the parable of the rich man and Lazarus. Wenn er also das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus erzählt. And the rich man says, let him go and tell my brothers what will come after death. Und der reiche Mann sagt ihm, ja, lass mich gehen und dass ich meinen Brüdern erzählen kann, was nach dem Tod kommt. He says, no, they have Moses and the prophets. Und Jeshua sagt, nein, die haben ja Moses und die Propheten. If they don't believe Moses, then even one arisen from the dead is not going to change their minds. Und wenn sie nicht Moses glauben, dann wird nicht einmal jemand, der vom Tod aufersteht, ihre Meinung ändern. The information that was given to Moses is the key to the book of Revelation. Und die Information, die Moses gegeben wurde, ist der Schlüssel zum Buch der Offenbarung. And without the revelation given to Moses,
Und ohne die Offenbarung, die Moses gegeben wurde, it's impossible to understand the revelation given to John. ist es unmöglich, die Offenbarung zu verstehen, die Johannes gegeben wurde. If you ask a Jew what the revelation is, Wenn du einen Juden fragst, was die Offenbarung sei, what will he say? was wird er sagen? The revelation at Sinai, Eben die Offenbarung zu Sinai, the Torah. die Tora. So John is not going to speak any differently. Johannes wird nicht anders sprechen. In fact, he says they're still singing the song of Moses. Und er sagt sogar, die singen immer noch das Lied von Moses. So what is the song of Moses? Und was ist dieses Lied Mose? Well, there is a specific song that Moses taught the children of Israel. Es gibt ja ein bestimmtes Lied, das Moses den Kindern Israels unterrichtet hat. There's also a more primitive song that was sung at the sea. Es gibt auch noch ein sehr primitives Lied, das am See gesungen wurde, That was echoed by Miriam and the women. das dann von Miriam und den Frauen, die haben ja ein Echo davon gesungen. But the entire Torah is a song. Aber die ganze Tora ist ja ein Lied. The Torah is sung in the synagogue. Die Tora wird ja in der Synagoge gesungen. And for your bar mitzvah, you will sing your portion in the Torah. Und für deine Bar Mitzvah, wenn du ein Knabe bist, wirst du deinen Teil singen. So it takes the whole assembly to sing the song of Moses. Es braucht also die ganze Versammlung, die ganze Gemeinde, um das Lied Mose zu singen. In fact, the translators in the 1st and 2nd century, Im 1. und 2. Jahrhundert haben die Übersetzer, they were warned not to sing their translation louder than the song of the Torah. ihnen wurde gesagt, sie sollten ihre Übersetzung nicht lauter singen als die Worte der Tora. The rabbis would often sing even their sermons over the Torah. Die Rabbiner hatten sogar ihre Predigten über die Tora teilweise gesungen. And maybe you've heard it before. Und vielleicht habt ihr das bereits mal gehört. A rabbi will be lecturing, Ein Rabbiner wird da seinen Vortrag geben and all of a sudden he will start singing a song, and you're thinking, what's going on? And then he'll go right back and talk normally. und ganz plötzlich fängt er an, ein Lied zu singen und du überlegst dich dann, was da, und dann geht er wieder zurück zur Normalsprache und du überlegst dich dann, was da gerade los war. Maybe it's how we stay awake. Vielleicht so bleiben die Leute wach. Because when my mother did that to me, I was about to get in trouble. Und als meine Mutter mit mir so gesprochen hat, hatte ich wahrscheinlich etwas angestellt. I know a little girl who's going to be in trouble when she gets home. Ich bin ein kleines Mädchen, die etwas erfahren wird, wenn sie nach Hause kommt. So it gets my attention. Also es erregt meine Aufmerksamkeit. But the song of Moses, whether we're talking about the whole Torah, Aber jetzt das Lied von Moses, wenn wir jetzt über die ganze Tora sprechen, or just that song of Moses that is given at the end of Devarim, oder nur dieses bestimmte Lied, das am Ende von Devarim uns mitgeteilt wird, it has eternal value if we're still singing it in Revelation. es hat einen ewigen Wert, wenn wir das Lied immer noch bei der Offenbarung singen. Now, if you remember, that song has some pretty dire consequences in it. Aber wenn ihr euch daran erinnert, an dieses Lied, es enthält einige ganz schlimme Folgen. So why were the people singing the song be really happy? Warum wären also die Leute, die das singen, sehr glücklich sein? Because they're not subject to those consequences. Weil sie diese Folgen nicht erleben werden. Their faith has been affirmed. Ihr Glaube ist ja zugesichert worden. Sometimes we do the right thing Manchmal tun wir das Richtige, because we love Yeshua. weil wir Jeshua lieben. But in this life, we don't seem to see any reward. Aber in diesem Leben sehen wir eigentlich keine der Folgen unseres Tuns. And after time, you can ask yourself, what's the point of doing good? Und nach einer gewissen Weile fragt man sich, ja, was soll das Ganze, wenn ich immer Gutes tue und nichts davon mitkriege? In English, we have a saying that goes,
no good deed goes unpunished. So auf Englisch gibt es ein Sprichwort, keine gute Tat geht geht unbestraft hervor. It seems like you get evil for good. Und manchmal hat man das Gefühl, man kriegt eigentlich nur Böses für das Gute, das man tut. So why would you keep doing good? Weshalb sollte man also weiterhin Gutes tun? Because you believe Moses. Denn du glaubst ja an Moses. And you can see the end of your faith with spiritual eyes. Und du siehst ja das Ende deines Glaubens mit geistlichen Augen. And it's worth the suffering you have today. Und es ist das wert, was du durchmachen musst heutzutage. And in that day, when we sing the song of Moses, Und an dem Tag, als wir dann dieses Lied von Moses singen werden, we will be like those souls under the altar that said, "How long, O Lord?" werden wir sein wie diese Seelen unter dem Altar, die gesagt haben, wo werden wir sein, o Herr? But we'll understand how long Wir werden also verstehen, wie lange wir da noch sein müssen and why so long. und warum wir noch so lange da sein müssen. Because all righteous souls have to fall under the altar. Alle gerechten Seelen müssen unter dem Altar fallen. When the priest would burn the sacrifices, Als der Priester die Opfer gebrannt hat, that represents us, und die Opfer repräsentieren uns, then the ashes would fall to the base of the altar. die Aschen sind dann auf den unteren Saum des Altars gefallen And that beast represented your soul, und dieses Tier hat ja deine Seele repräsentiert, the nephesh. eben das Nefesh. Appetite, emotion, desire, intellect. Appetit, Emotion, Lust und Intellekt. I think, I feel, I want. Ich denke, ich fühle, ich will. So daily, I think, I feel, I want has to be burned up. Und jeden Tag muss ja dieses Ich denke, ich will, ich möchte, das muss ja abgebrannt werden. And those ashes fall to the base of the altar. Diese Aschen fallen zum Fuß des Altars, But they're considered holy. aber diese Aschen werden als heilig betrachtet. They're gathered up like very precious things. Die werden ja eingesammelt wie ganz teure, wertvolle Dinge. So when you surrender your soul to it is written, Wenn du also deine Seele es wird geschrieben, widmen tust, then your soul is falling under the altar. dann fällt in dem Sinn deine Seele unter den Altar. And day after day we're saying, how long, O Lord? Und jeden Tag sagen wir, wie lange, o Herr? But that will continue until the last soul comes in. Aber das wird weitergehen, bis die allerletzte Seele dann hineinkommt. We don't know the number, Wir kennen ja die Zahl nicht, but the Father knows the number. aber der Vater kennt die Zahl. And we're told he's not delaying because he's trying to be cruel, Und uns wird gesagt, er zögert nicht, weil er boshaft sein möchte, but he's being patient toward others. aber er ist geduldig gegenüber den anderen. So those souls crying out under the altar, they're saying, how long until the last one comes in? Die Seele unter dem Altar, die rufen ja aus, wie lange geht's, bis eben diese letzte Seele noch dazukommt. Because that's truly when our blood will be avenged. Erst dann wird unser Blut gerecht sein. And we'll understand it was worth getting on that altar every day. Und wir werden dann verstehen, dass es wert war, dass wir jeden Tag auf diesen Altar kriechen. And those who refused, Und diejenigen, die das verweigert haben, those who made fun of it, die sich darüber lustig gemacht haben, those who chose to conform to the image of the beast instead of allowing it to be burned, die sich dann lieber diesem Abbild der Bestie angeglichen haben, anstatt dass sie das haben verbrennen lassen, those judgments will fall upon them. das Gericht wird dann über sie herfallen. But our souls will be saved. Aber unsere Seelen werden gerettet sein. And therefore we will sing the song of Moses, Und deshalb werden wir ja dieses Lied Mose singen. because finally the ashes have been gathered. Weil endlich sind alle Aschen
gesammelt worden into one body. zu einem einzigen Körper. And he gives us beauty for ashes. Und er gibt uns Schönheit für die Asche. He gives us the oil of joy for mourning. Er gibt uns das Öl der Fröhlichkeit für unsere Trauer. So every time you were burned for the sake of it is written, Und jedes Mal, als du gebrannt wurdest, wegen dieses Es steht geschrieben, you're becoming more beautiful. wirst du immer schöner. And the song of Moses that you sing becomes more beautiful. Und das Lied von Moses, das du singst, wird auch immer schöner. And the oil of joy shines in your suffering. Und das Öl der Schönheit strahlt in deinem Leiden. Those ashes are the most precious thing you can bring him. Diese Aschen sind das Wertvollste, das du ihm bringen kannst. Because now you know him in the fellowship of his suffering. Denn du kennst ihn ja nun in der Brüderlichkeit dieses Leidens. How can you know him in victory if you've never known him in suffering? Wie kannst du ihn im Sieg kennen, wenn du ihn nie im Leiden gekannt hast? How can you have a heart for other people without suffering? Wie kannst du ein Herz für andere Menschen haben, wenn du nicht selber schon gelitten hast? So the song of Moses continues to be important. Das Lied von Moses ist weiterhin wichtig. So now we're going to go into these 7 assemblies. Nun schauen wir jetzt diese 7 Gemeinden an. And we have to remember that there will be things in Moses Und wir müssen uns daran erinnern, dass es Dinge in Moses geben wird, that tie all these messages together. die alle diese Botschaften verbinden. Now, if you've ever noticed, again, smichut or placement. Wenn ihr also wiederum anschaut, Smichut, also die Stellung, der Platz, How many of you know the difference between a letter and a memo? wie viele von euch kennt den Unterschied zwischen einem Brief und einer Notiz? Okay. A letter you see more in the letters of the apostles. Briefe sieht man mehr in den Briefen der Apostel, But the book of Revelation, the messages to the assemblies are written in memo form. die Botschaften an diese 7 Gemeinden sind eher als Notizen verfasst. In fact, it's very consistent. Es ist also sehr durchgehend durch das Ganze. If you work for a company, Wenn du für eine Firma arbeitest or if you work for a government office, oder für ein Staatsbüro, you receive inter-office memos. kriegt man ja diese Büronotizen, die eben an verschiedene Büros gerichtet werden. Now, for those who don't work for the corporation, Also Rundschreiben. Und für diese Leute, die nicht für diese Firma arbeiten, it can be a little hard to understand. sind die manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Because a memo is for the people who work for a particular company or person. Denn diese Notizen oder Rundschreiben, die sind gerichtet spezifisch an die Menschen, die für diese Firma arbeiten. They know what the company produces. Die wissen ja, was diese Firma herstellt. They know what the company goals are. Die wissen, was die Ziele der Firma sind. They know all the other staff within the company. Die kennen alle anderen Angestellten in der Firma. They know when the holidays of the company are. Die wissen ja, wenn die Feiertage der Firma sind. They know the work schedule. Die kennen den Arbeitsplan, den Zeitplan. They even know what's wrong. Die wissen sogar, was da nicht stimmt in der Firma. So if you ask any employee about these things, they'll have a general knowledge. Wenn du irgendeinen Angestellten über diese Dinge fragst, dann wird jeder ein allgemeines Wissen darüber haben. If you say, what's the problem in such and such department? Wenn du fragst, ja, was ist das Problem in Abteilung B, They'll tell you what the problem is. werden sie euch das sagen. So these memos are written in such a way they assume you already work for the company. Diese Rundschreiben sind so verfasst, dass die annehmen, dass du bereits für die betreffende Firma arbeitest. They assume that you'll believe in Moses forever. Die nehmen an, dass du auf immer und ewig an Moses glauben wirst.
they assume that you'll still give credence to Moses' words. Die setzen voraus, dass du immer noch an die Worte von Moses glaubst. That just like the Jerusalem Council said, Shabbat after Shabbat after Shabbat after Shabbat, you're studying the Torah. Genau wie das Konzil von Jerusalem gesagt hat, an jedem einzelnen Schabbat studierst du ja die Tora. That you'll understand Yeshua's role within the corporation. Du verstehst die Rolle von Yeshua innerhalb dieser Firma. You know who the boss is. Du weißt ja, wer der Boss ist. And you straighten up when he walks in the room. Und du stehst etwas mehr gerade, wenn er den Raum betritt. But a really great employee is always straight. Aber ein wirklich guter Angestellter ist ja immer gerade. They don't work harder only when the boss is watching. Die arbeiten ja nicht mehr nur, wenn der Chef zuschaut. So with these memos, as they go through the company, Mit diesen Rundschreiben, während diese Rundschreiben-Notizen durch die Firma hindurchgehen, it will be directed to a certain department, possibly. wird ein Rundschreiben zum Beispiel nur an eine bestimmte Abteilung gerichtet sein. Or it might be directed to the entire company, Oder vielleicht wird es an die ganze Firma gerichtet, but not outsiders. aber nicht an Außenstehende. So you should, at this point, sense the walls closing in on you. Und zu diesem Punkt merkst du, wie da die Wände immer näher um dich herum zuschließen. Because we think of the book of Revelation as the destruction of the wicked world. Denn wir denken an die Offenbarung als die Geschichte der Zerstörung der ganzen bösen Welt. But he's going to clean out his own Passover home first. Aber er wird zuerst sein eigenes Pessachhaus ausräumen und herausputzen. He'll deal with his own first. Er wird sich zuerst mit den eigenen befassen. Otherwise, he's violating his own word, Sonst übertritt er eigentlich sein eigenes Wort. and he won't do that. Und das macht er ja nicht. So we know who the memo is going to, Wir wissen also, an wen das Rundschreiben gerichtet ist. and he'll tell you who it's from. Und er sagt dir dann, von wem es kommt. But with these memos, he will present different aspects. Aber mit diesen Rundschreiben wird er verschiedene Aspekte aufzeichnen. It's from the same person, Es ist ja alles vom gleichen Menschen, also von der gleichen Person. but there will be aspects of his nature that he will point out to these particular assemblies. Aber es gibt Einzelheiten seiner Natur, die er den einzelnen Versammlungen aufzeigen wird. And it's very much like the memos we put out today. Und die ähneln sehr den Rundschreiben oder Notizen, die wir heutzutage herausgeben. He'll try to first point out something you're doing right. Zuerst sagt er etwas, was du gut machst. Then he'll point out what you're doing wrong. Dann sagt er dir, was du falsch machst. He will give you specific instructions to fix it. Er gibt dir dann spezifische Instruktionen, wie du das wieder richten kannst. And then he'll give you a little pep talk, Und am Schluss gibt er dir so eine aufbauende Rede. an exhortation to give you the energy to carry it out. Eine Aufmunterung, damit du die Energie hast, das wieder auszuführen. So this first one is to Ephesus. Das erste ist also geht an Ephesus. Where is Ephesus today? Wo ist Ephesus heutzutage? Türkei. Türkei. How far underground is it now? Wie weit unter der Erde steht es? They have a hard time even getting cameras underground. Die haben Schwierigkeiten, sogar die Kameras da in den Untergrund zu führen. The thing about Ephesus, there was a surface city, Es war eine Stadt an der Oberfläche, but there was also an underground city. aber es gibt auch eine unterirdische Stadt. What went on in the underground city? Was ist da in dieser Untergrundstadt passiert? That's a good question. Gute Frage. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und deine Standhaftigkeit und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt
und du hast ertragen und hast Standhaftigkeit und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Ich aber habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens und in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Okay, right here is a clue. Ganz am Schluss, die letzten beiden Sätze, gibt es einen Hinweis. He who has an ear, let him hear. Wer also Ohren hat, der soll hören. And you'll see this phrase repeated in Revelations. Und in Offenbarung wird dieser Satz immer wieder wiederholt. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. Eben, wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist den Versammlungen sagt. Does anyone remember the name of the Torah portion where we find the Song of Moses? Weiß jemand, wo den Tora-Abschnitt, wo man das Lied von Moses findet? Mose 30. Ha'azinu. Ha'azinu. Give ear. Listen. Höre. So, the Torah portion that commands us to have ears to hear the Song of Moses. Also das Lied Moses ist ja der Tora-Abschnitt, der uns befiehlt, Ohren zu haben, um zuzuhören. That's why this phrase right here is so important. Deshalb ist dieser Satz so wichtig. Smichut. Smichut. If we're told in the Torah portion Ha'azinu to learn the Song of Moses, Also wenn wir also im Tora-Abschnitt Asinu uns gesagt wird, dass wir eben dieses Lied von Moses lernen sollen, then this is not a statement in isolation. ist das nicht eine isolierte Aussage. This is driving you as fast as you can go back to the Torah. Das nimmt dich so rasch, wie du gehen kannst, zurück zur Tora. For instance, in the Song of Moses, Zum Beispiel im Lied von Moses. Moses tells the people to hear him. Moses sagte den Völkern, dass sie ihm zuhören sollen. He calls heaven and earth to witness. Ruft als Zeugen den Himmel und die Erde. And he says, let my speech fall like dew on thirsty grass. Und das, was sagt, soll ja wie der Tau auf durstiges Gras fallen. So if you hear Moses' words, Wenn du also die Worte Mose hörst, then you're thirsty grass. dann bist du durstiges Gras. Does it make sense why in Revelation it talks about grass being burned up? Macht es dann Sinn, als in Offenbarung dann gesprochen wird von Gras, das gebrannt wird? The same pictures he uses in the Song of Moses Er benutzt die gleichen Bilder wie im Lied Mose. are used in the book of Revelation. Genauso braucht er die in Offenbarung. If you want to not find yourself on the side of the Dever, Wenn du also dich nicht auf der falschen Seite vom Dever des Fluches befinden möchtest, the green grass that's burned up, das grüne Gras, das eben verbrannt ist, or the trees that are burned up, oder die Bäume, die verbrannt sind, then Moses tells you how to get back on the side of the Devar. dann sagt dir Moses, wie du zurück auf die gute Seite des Devar kommst. But how many times in the book of Revelation does it say they would not repent? They would not repent. They would not repent. Wie oft im Buch der Offenbarung steht dann, sie haben keine Buße getan, sie haben keine Buße getan. Why would you not repent? Wieso würdest du nicht Buße tun? If all these horrible things are happening, why would you not repent?
Wenn alle diese furchtbaren Dinge passieren, warum würdest du nicht Buße tun? Because you've become the sixth abomination. Weil du ja zum 6. Gräuel geworden bist. It's no longer sins you do, it's the sin you've become. Es sind also nicht mehr die Sünden, die du ausführst, es ist die Sünde, die du geworden bist. You have become the false witness. Du bist ja zum falschen Zeugen geworden. There's no way you can witness to the Song of Moses. Du kannst auf keinen Fall das Lied von Moses bezeugen. You would rather the rocks fall on you Du hättest lieber, dass die Steine auf dich fallen, than to step back over to the side of blessing. anstatt dass du auf die Seite des Guten treten würdest. That's the ultimate self-worship. Das ist das ultimative Selbstanbetung. I will die being my own God. Ich werde sterben, während ich mein eigener Gott bin. So in our generation, there has been a return to the Song of Moses. In unserer Generation hat es jetzt eine Rückkehr gegeben zum Lied von Moses. People have begun to receive the Torah like dew on thirsty grass. Menschen haben angefangen, der Tora als wie den Tau auf das durstige Gras zu empfangen. You could even see a picture of this when Yeshua teaches a multitude. Man sieht auch ein Bild davon, wenn Jeschua eine große Menge unterrichtet. And he seats them on green grass. Es setzt sie auf das grüne Gras. He doesn't just say grass. Er sagt nicht Gras allein, He says green er grass. sagt grünes Gras. Why? Because the green grass will receive the dew and the water, the showers of the Torah. Weil eben nur das grüne Gras wird dieses Tau der Tora empfangen. He's about to teach them. Er ist gerade daran, sie zu unterrichten, He's teaching them the Song of Moses. und er unterrichtet ihnen das Lied von Moses. He's teaching them the heart of the Song of Moses Er lehrt ihnen das Herz von diesem Lied, because it's the Spirit saying it. weil es der Geist ist, der das sagt. Through Yeshua, we hear the Spirit of the Torah. Durch Jeschua hören wir den Geist der Tora. The people only heard the letter from Moses. Die Menschen haben ja nur den Brief von Moses gehört. That's why they were so quick to sin. Und deshalb waren sie so rasch daran, zu sündigen. You can't just engage it as a dead letter. Man kann das nicht einfach als wie einen toten Brief entgegennehmen. But the Spirit blows through the words and gives life. Der Geist bläst ja durch die Wörter hindurch und gibt Leben. Yeshua breathes onto his disciples Jeschua haucht auf seine Jünger, because he's empowering them to teach the Song of Moses with the Spirit. denn er gibt ihnen die Kraft, das Lied von Moses mit dem Geist zu unterrichten. And when the Spirit transforms the heart, Und wenn der Geist das Herz verwandelt, then instead of cutting in wicked plans, dann tut man, anstatt dass man böse Pläne hineinschneidet, it's not just the heart devising wicked plans. es ist ja nicht nur das Herz, das böse Machenschaften sich ausdenkt. It literally means cutting in the bad plans. Das Wort heißt wortwörtlich, dass man diese bösen Pläne hineinschneidet. But the Holy Spirit counteracts that by inscribing the Torah on your heart. Aber der Heilige Geist wirkt dem entgegen, indem er die Worte in dein Herz hineinmeißelt. So in that sense, this is what's different, even though it's the same. In dem Sinn, das ist was anders ist, auch wenn es ähnlich tönt. I still want you to hear the Song of Moses, Ich möchte immer noch, dass du das Lied von Moses hörst, but I want you to hear it through the power of the Spirit. aber du sollst es hören durch die Kraft des Geistes. Because this is how you're going to overcome. Denn so nur wirst du das besiegen. And you can eat from the tree of life. Man kann essen vom Lebensbaum. You don't have to be that mixture of curse, blessing, curse, blessing, curse, blessing. Du musst ja nicht diese Mischung sein von Fluch, Segen, Fluch, Segen, Fluch, Segen. You can live on the side of life, Du kannst auf der Seite des Lebens only leben, experiencing life intimately,
und auch das Leben ganz intim miterleben. You can lose the desire for wicked things Du kannst die Lust an bösen Dingen verlieren, because the Spirit is working on your heart. aber nur weil der Geist mit deinem Herzen arbeitet. So Revelation comes to us as a great test. Die Offenbarung ist eine große Prüfung für uns. Originally, when Moses spoke, and when Elohim spoke to Moses, it was with the sound of the shofar. Ursprünglich, als Mose mit Gott gesprochen hat und umgekehrt, war es ja mit dem Laut der Posaune. And it got louder and louder and louder. Und die wurden immer lauter und immer lauter. And he was answered with thunder. Und er wurde dann mit Donner beantwortet. And of the Revelation, there's a description of a voice that was like the sound of many waters. Und in der Offenbarung gibt es eine Beschreibung von einer Stimme, die war wie viele Gewässer. Which reminds us of the rivers of Eden. Das erinnert uns an die Ströme im Eden. They were rivers, they were many waters of the Spirit Es gab verschiedene Ströme, verschiedene Flüsse des Geistes, that were surrounding the garden. die eben um den Garten geflossen sind. So we're being called back to the garden and back to the tree of life. Wir werden dann zurückgerufen zum Garten, zum Lebensbaum. So we have the sound of the shofar, we have the thunder, Wir haben also diesen Ton des Schofars, wir haben den Donner, the giving of the Ten Commandments, das Geben der 10 Gebote and Exodus 20:21. und 2. Mose 20:21. Das ganze Volk stand von ferne, Mosche aber machte sich hinzu in das Dunkel, darin Elohim war. This much. 20 Jahre. Und Mosche aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Elohim ist gekommen, euch zu prüfen, und damit seine Furcht euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündiget. Und das ganze Volk stand von ferne, Mosche aber machte sich hinzu in das Dunkel, darin Elohim war. Okay, the key here is he's come in order to test you. Der Schlüssel hier ist, dass er dich prüfen möchte. So it's important. He says, don't be afraid. Es ist wichtig, er sagt, fürchte dich nicht. How many times in the letters from the apostles are we told not to be troubled by the last days? Wie viele Male in diesen Briefen an die Apostel wird uns gesagt, dass wir uns nicht fürchten sollen wegen der letzten Tage? They even say, comfort one another. Es wird uns sogar gesagt, tröstet einander. You hear very little comfort about the last days today. Heutzutage hört man sehr wenig Trost, was die letzten Tage betrifft. You hear believers trying to scare the daylights out of other believers. Man hört, wie Gläubige den anderen Gläubigen das Fürchten lernen wollen. Where's that in the Torah? Wo steht das in der Tora? We're supposed to comfort one another Wir sollen ja einander trösten, because we already know what's happening. denn wir wissen ja, was geschieht. He's testing us to see what's in our hearts Er prüft uns, um zu sehen, was in unseren Herzen ist, so that reverence for him may remain with us, damit wir ehrfürchtig sind ihm gegenüber, so that we may not sin. damit wir auch nicht sündigen. We have an advantage. We have Yeshua. Wir haben ja den Vorteil, wir haben ja Yeshua. So we have even more reason not to be afraid. Und wir haben deshalb noch weniger Grund, Angst zu haben. He is transforming our hearts with the Spirit. Er verwandelt unsere Herzen mit dem Geist. So in this test, there is comfort. Bei dieser Prüfung gibt es Trost. We can say, finally, it's here. Wir können sagen, endlich ist es jetzt hier. So we have, it's easier for me to just do it from the text. Let me say we've got 5 minutes. We can probably pick one thing here.
He says, you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. Und er sagt, ich übersetze das nicht ganz wortwörtlich, und du prüfst diejenigen, die sich Apostel nennen, und sie selber sind es nicht. If an apostle comes preaching or teaching anything that, I can't figure out the word right now. Wenn ein Apostel kommt und er etwas predigt oder unterrichtet, das nicht ganz, und sie findet das Wort nicht ganz. If they are not upholding the Song of Moses, Wenn sie also damit mit der Lehre nicht das Lied von Moses entsprechen, then are they a faithful and true witness? dann sind sie dann ein echter und treuer Zeuge. There are many people who come as apostles. Es gibt viele Leute, die sich Apostel nennen, They will teach the word, die werden das Wort unterrichten, but we were told to watch for the Song of Moses. aber uns wird gesagt, dass wir uns auf das Lied von Moses achten müssen. Because these are things that would befall in the last days. Denn das sind die Dinge, die in den letzten Tagen geschehen werden. The Spirit is preparing us by giving us ears to hear and hearts to receive the Song of Moses. Der Geist bereitet uns vor, indem er uns ein Herz gibt und Ohren gibt, um eben dieses Lied von Moses zu erkennen. Because we're supposed to believe in Moses forever. Denn wir sollen ja an Moses glauben, immer und ewig. So to the assembly at Ephesus, he's told them they're doing a good thing. Also an die Versammlung von Ephesus, er sagt ihnen, dass sie etwas Gutes tun. You're doing a good thing because you're testing, just like back here, he says, I brought you out here to test you. Sie tun etwas Gutes, weil sie prüfen. So that's our criteria. Und das ist also unser Kriterium. Moses. Moses. There I am. So, if you found them to be false, Wenn man sie also als falsche befunden hat, it's because they're not speaking according to that word and that testimony. ist es, weil sie nicht gemäß dem Zeugnis und dem Wort von Moses sprechen. And he points out that they hate the deeds of the Nicolaitans. Und er weist im Brief darauf hin, dass sie die Taten der Nikolaitaner hassen. The Nicolaitans wanted to merge pagan holidays with biblical holidays. Die Nikolaiter wollten ja heidnische Feste mit den biblischen Festen zusammenfügen. They thought it would help them to fit in. Und die dachten, ja, das würde ihnen helfen, dass alle zusammenpassen, alle anpassen können. But the Big Ten prohibit dabbling in idolatry. Aber die 10 Gebote sagen, dass man das nicht tun darf. So in order to identify the sin of the Nicolaitans, Um also diese Sünde der Nikolaiter erkennen zu können, we have to go back to the Jerusalem Council, müssen wir zurückgehen zum Konzil von Jerusalem, which ordered the Gentiles to stay away from things offered to idols. das eben den Nichtgläubigen gesagt hat, dass sie eben sich von Sachen fernhalten sollten, die mit Götzendienst zu tun haben. That's really the test of Moses. Will you serve me with the whole heart and hear me, or will you not? Das ist ja der Test von Moses. Wirst du mich dienen mit deinem vollen Herzen und zuhören, was ich zu sagen habe? Are we doing a break now or lunch? Lunch. Lunch, okay. So after lunch, what we'll do is we'll take the Feast of Passover Nach dem Mittagessen werden wir also das Pessachfest nehmen and we'll break down this message to Ephesus, and then we'll proceed on through the other 7 churches. Sardis will take the longest because it's almost verbatim out of a Maksor. und eben diese Botschaft auf die 7 Gemeinden hinunter ableiten. Und Sardes wird am längsten nehmen, was basiert ist auf einer Moksur. What is Moxu?
Machzor. It's a, you know what a siddur is? You use a siddur on Shabbat, a normal Shabbat. So am normalen Schabbat benutzt man eine Siddur, ein Gebetsbuch. But on the high holy days in the fall, An den hohen Festen im Herbst you use a machzor, benutzt man eine Machsur, which has the prayers in the order of service. was die Gebete in der Reihenfolge des Gottesdienstes hat. When you get over into the fall feast, the language becomes much more Jewish. Und wenn man zu den Herbstfesten kommt, wird die Sprache sehr viel jüdischer. But that's what we'll do. We'll break each of these 7 assemblies down into their respective feasts. And I think probably by the time we're done with Sardis, you'll understand they can't be anything else. Wir werden also diese 7 Feste ableiten. I'll let you doubt all the way up to Thyatira. Bis zu Sardis werde ich euch ein bisschen zweifeln lassen, aber spätestens bei Sardis werdet ihr das völlig klar sehen. But if you don't get it after Sardis, there's nothing else I can do. Und wenn ihr nach Sardis das nicht klar kriegt, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun kann. Let's continue on then. Wir gehen also weiter. Now we're getting down to the meat and the bones of the 7 assemblies. Wir kommen jetzt zum richtigen Fleisch und Knochen von diesen 7 Versammlungen. And we can see in the address who it's to that I've given you a few notes in terms of helping you not to think of a church. Und wir sehen jetzt, das ist ja aufgebaut wie ein Brief und bei einem Empfänger. Ich zeige auf, dass es etwas anders aufgebaut ist. Adat in Hebrew is an assembly. Also es sind ja nicht Bet. Adet. Adet heißt auf Hebräisch eine Versammlung, eine Gemeinde. And in that you can hear the Hebrew word ad for eternity. Und darin hat man das hebräische Wort Ad für die Ewigkeit. So an adat is an assembly that has an eternal testimony. Also eine Adet ist eine Gemeinde, die ein ewiges Zeugnis gibt. Because the adat has the edut. Weil die Adat hat das Edut. Edut, testimony. Edut ist eben das Zeugnis. So we're calling this adat Pesach. Und diese Adat nennen wir Pesach. So now you have to start thinking of everything you know about Pesach. Und jetzt muss man über alles darüber nachdenken, was man über Pesach weiß. So it says the one who holds 7 stars in his right hand. Und der Absender dieses Briefes ist derjenige, der 7 Sterne in seiner rechten Hand hält. What day of creation were the stars created? An welchem Tag der Schöpfung sind die Sterne erschaffen worden? Am 4. Tag. So, what was created on the 4th day, Was wurde am 4. Tag geschaffen? other than the stars? Außer den Sternen. Sun, the moon, and they were for the sake of the Moedim. Sonne und Mond, und sie wurden erschaffen wegen der Moedim, den Festtagen. So the first mention we have of stars is in relation to the Moedim. Und das erste Mal, wo die Sterne genannt werden, ist es im Zusammenhang mit den Moedim. Again, this is smichut. Und eben das ist das Smichut, It's placement. Dort, wo etwas hingesetzt wird. It's words in the hood. Eben das sind sogenannte Wortkumpel, Worte, die immer miteinander herumhängen und immer zusammen vorkommen. When you find these different words always pop up in the same neighborhoods. Und wenn man diese Worte findet man sie immer, die hängen immer in der gleichen Nachbarschaft herum. And it's also from the one who walks among the 7 golden lampstands. Und der Absender des Briefes ist auch derjenige, der herumgeht unter den 7 Lampenständern. So Yeshua is the one who walks among the 7 lampstands. Und Jeschua ist ja derjenige, der zwischen diesen Lampenständern herumbewegt. In some translations it'll say he's the one in the midst of the lampstand. In gewissen Übersetzungen steht, dass er derjenige, der mittlere Ständer ist.
It's not that. So Yeshua's identification is carrying us back to the original establishment of the Moedim. Jeschua wird damit identifiziert mit der ursprünglichen Festlegung dieser Moedim And in relation to the menorah. und in Beziehung zu der Menorah. Now, he tells them first of all what they're doing right. Zuerst sagte ihnen diese Gemeinde, was sie richtig tun, But let's talk about the word Ephesus. aber sprechen über das Wort Ephesus. It means permitted. Das bedeutet, dass etwas erlaubt ist. And if we go back to the Passover from Egypt, Wenn wir zurückgehen zum Pessach in Ägypten, the entire story revolves around permissions. geht es in der ganzen Geschichte darum, über Zulassungen, Moses says, let my people go. Erlaubnisse. Moses sagt, lass mein Volk gehen. And Pharaoh says, Und der Pharao hat gesagt, nein. Repeatedly, let my people go. Jedes Mal sagt er wiederholt, lass mein Volk gehen. Uh-uh. Eben, nein. No permission. Keine Erlaubnis. And Moses and Aaron ask for something different. They will say, let us go 3 days' journey into the wilderness to celebrate a Chag. Und Moses und Aaron bitten dann um etwas anderes. Die bitten darum, lass uns 3 Tage weit, eine 3-Tage-Reise weit hinausgehen, um eine Chag zu feiern. And he says, if we don't go, then a pestilence will fall upon us. Wenn wir nicht gehen, wird auf uns eine Pestilenz fallen. Notice he doesn't say the pestilence will fall on the Egyptians. Er sagt nicht, dass die Seuche die Ägypter befallen wird. If you know to celebrate a Chag, Wenn du weißt, wie man ein Chag, ein Fest zelebriert and you don't celebrate the Chag, und das Fest nicht feierst, then the pestilence falls on you. dann wird natürlich die Seuche auf dich kommen. But if those giving permission do not allow you to celebrate the Chag, Aber wenn diejenigen, die Erlaubnis geben sollen, dir das nicht erlauben, then the pestilence falls on them. dann wird natürlich diese Seuche auf diejenigen fallen. Remember, there's obedience, davar. Es gibt also den Gehorsam, also Davar. I'm on the right side of the word, Ich bin auf der richtigen Seite des Wortes. but the moment I transgress, then I'm on the side of the dever. Wenn ich etwas überschreite, dann bin ich auf der Seite des Gewehr, des Fluches. Which means a pestilence. Und das heißt auch eine Seuche. It's one of the plagues on Egypt. Das ist eines der Seuchen, die Ägypten befallen hat. So you get the idea that what's happening in Revelation is a test of the devar. Und man sieht, dass das, was in der Offenbarung passiert, das ist eine Prüfung des Davar. So in Revelation, the place we want to be is in obedience, In der Offenbarung, der Ort, wo wir sein sollten, ist eben der Gehorsam, with a heart to keep the chagim. mit einem Herz, dass wir eben die Chagim, die Feste feiern. Now chagim is like moedim. Chagim ist ähnlich wie Moedim, 7 moedim, 7 Moedim, and Passover, Shavuot, Sukkot. und Pesach, Shavuot und Sukkot. These 3 are often referred to as the chagim. Die 3 Hauptfeste werden als die Chagim bezeichnet. Now they can also be pagan chagim, Es gibt auch heidnische Chagim. but in relation to Israel's feasts, Pesach, Shavuot, Sukkot. Aber eben in Bezug auf die Feste Israels ist das eben Pesach, Shavuot und Sukkot. Now we know that they can refer to a pagan feast because that was the feast for the golden calf. Wir wissen, dass das auch ein heidnisches Fest bezeichnen kann, weil das war ja diese Feier vom goldenen Kalb. But with Moses and Aaron, they say it will take them 3 days' journey to be able to celebrate. Aber mit Moses und Aaron in dem Fall, die haben gesagt, es gibt eine 3-Tagesreise. And Pharaoh will not give them permission to go.
Und der Pharao gibt ihm die Erlaubnis nicht, dorthin zu gehen. As the plagues progress, Und während diese Seuchen weiterfahren, he tries bargaining. versucht er da ein bisschen zu verhandeln. He'll say, okay, the men can go. Sagt er, ja, in Ordnung, die Männer können gehen. Maybe, your wives can go. Ja, vielleicht können die Frauen auch noch mit. But Moses and Aaron say, no, everybody goes. Aber Moses und Aaron sagen, nein, alle müssen gehen. Sogar das Vieh. Everything we're taking with us. Alles zusammen, wir nehmen einfach alles mit. But from Pharaoh's point of view, he says, no, go back to your labor. Aber der Pharao sagt, nein, geht zurück zu eurer Arbeit. And that's the message of the world. Und das ist ja die Botschaft der Welt. When we want to celebrate a Shabbat, Wenn wir einen Schabbat feiern möchten, when we want to celebrate the Chagim, wenn wir die Chagim feiern möchten, we say to our supervisors, give us the time to go celebrate to our God. bitten wir unseren Vorgesetzten, ob wir die Zeit haben können, unseren Gott zu feiern. Some of them allow us to go, they give us permission. Einige geben uns die Erlaubnis And some of them say, no, get back to your labor. und andere sagen, nein, geh hin zurück zu deiner Arbeit. So there's two answers. Gibt also zwei Antworten. You're released, Du kannst gehen, you have permission, du hast die Erlaubnis, or go back to your labor. oder geh zurück an die Arbeit. Which, again, in Revelation, it's about the sevens. Und in der Offenbarung geht es um die 7-Zahl. It's how we engage Shabbat. So gehen wir hin zu Schabbat. It's taking us back to the beginning. Der Schabbat nimmt es zurück, diese Zahl auch zurück zu den Anfängen, zu den Ursprüngen. If he's going to restore the creation, then he has to restore the Shabbat as well. Wenn er die Schöpfung wiederherstellen möchte, dann muss er auch den Schabbat wiederherstellen. He doesn't need to restore our work days. We already work a lot. Unsere Arbeitstage muss er nicht noch wiederherstellen, wir arbeiten ja genug. What is in dire need of restoration is our Shabbat. Was unbedingt wiederhergestellt werden muss, ist unser Schabbat. What is in dire need of restoration is our Moedim. Was dringend wiederhergestellt werden muss, sind die Moedim. But we drive the commercial system, Aber wir treiben jetzt dieses kommerzielle System, just like the Hebrews did for the Egyptians. genau wie das die Israeliten gemacht haben für die Ägypter. Building drives every other part of the economy. Die Konstruktion, der Bau treibt jeden anderen Teil der Wirtschaft. Is Pharaoh really going to let them journey 3 days, celebrate a Chag, and then wait for them to journey back 3 days? Wird Pharao einfach da sitzen und warten, bis die 3 Tage lang hingegangen sind, um den Chag zu feiern und dann warten wieder 3 Tage, bis sie zurück sind? That's a whole week of productivity lost. Das ist eine ganze Woche der Erzeugnisse, die verloren gehen. So, no, go back to your labor. Da sagt er also nein, geht hin zurück zur Arbeit. No permission. Keine Erlaubnis. So let's think, what Chag might they have been talking about? Überlegt euch mal, über welchen Chag haben die da gesprochen. It sounds as though they're intending to celebrate for a day. Es tönt, als ob sie für einen Tag feiern möchten. We know that Pesach is 7 days. Wir wissen, Pesach sind 7 Tage, Sukkot is 7 days plus 1 day. Sukkot 7 Tage plus 1 Tag. What does that leave? Das bleibt nur Shavuot. Shavuot. And you remember from the creation days, the Moedim were set in place, and what was their purpose? What's the verb? Und die Schöpfung, bei der Schöpfung, die Tage der Schöpfung sind ganz bestimmt festgelegt worden. Wofür? Was ist das Wort? Ruling, Eben die Führung, governing, Herrschen, authority, Autorität, spiritual authority. geistige Autorität. So Pharaoh is saying, I still have spiritual authority over you. Pharao sagt also, ich habe immer noch die geistige Autorität über euch. Therefore, I deny you permission to celebrate Shavuot. Deshalb weigere ich euch die Erlaubnis, den Shavuot zu feiern. Because when you keep the feasts of Adonai, Wenn ihr also die Feste von Adonai einhaltet, then you're proclaiming his government on the earth. dann proklamiert ihr seine Herrschaft über die Erde. You're proclaiming him as the creator. Ihr feiert ihn als Schöpfer. But I'm Pharaoh.
Aber ich bin ja Pharao. I'm God. Ich bin Gott. I'm the source. Ich bin die Quelle. So of course I deny you permission. Selbstverständlich werde ich euch die Erlaubnis nicht geben. I don't know this guy you're talking about. Ich kenne diesen Menschen da, diese Person nicht, von der wir sprechen. So Ephesus meaning permission, you can see that's the essence of the battle. Also Ephesus, das Erlaubnis bedeutet, das ist ja der Kernpunkt dieses Kampfes. In order for them to return to the Moedim. Damit sie eben zu den Moedim zurückkehren können. So when we're talking about a greater exodus than Egypt, Wenn wir also über einen größeren Exodus, einen größeren Auszug sprechen als Ägypten, imagine the numbers of people that would go in the wilderness to celebrate the Chag. stellt euch vor, die Anzahl Menschen, die dann in die Wildnis gehen würden, um die Chag zu feiern, To proclaim the government of Adonai on earth. um eben die Herrschaft von Adonai auf der Erde zu proklamieren, To say the commercial system is not our ruler. um zu sagen, dass der Kommerz nicht unser Herrscher ist. The political system is not our ruler. Das politische System ist nicht unser Herrscher. The military system is not our ruler. Das militärische System ist nicht unser Herrscher. Other religious systems are not our ruler. Auch andere religiöse Systeme beherrschen uns nicht. We're acting on it is written. Wir bewegen uns, wir tun Sachen, tun Dinge aufgrund dessen, was geschrieben ist. And the Spirit is building in our hearts a desire to go out and to celebrate the Chagim. Und der Geist entflammt in unseren Herzen den Wunsch, eben diese Chagim zu feiern. And eventually those who deny us that permission, Und diejenigen, die uns diese Erlaubnis nicht geben, the pestilence will fall on them. irgendwann einmal wird dann die Seuche auf sie fallen. Eventually this denial of permission results in the death of the firstborn. Diese Weigerung der Erlaubnis, das verursacht dann den Tod der Erstgeborenen. And you remember from the sixth day of creation who the firstborn is. Und ihr wisst ja vom 6. Tag der Schöpfung, wer diese Erstgeborene ist. It's the beast. Es ist das Tier. The beast was the firstborn of the sixth day. Das Tier war die Erstgeborene dieses 6. Tages. The man and the beast both are number 6. Der Mensch und das Tier sind die Nummer 6. But what differentiates us from a beast? Aber was unterscheidet uns von Tier? We know to engage those appointed times. Wir wissen, dass wir diese festgesetzten Zeiten durchführen müssen. So in the death of the firstborn, it's another issue of permission. Also für die Erstgeborenen geht es wiederum um die Frage der Erlaubnis. If there's blood on the door, Wenn es Blut auf dem Türpfosten hat, it's a sign of faith. ist es ein Zeichen des Glaubens. It also says that those inside have killed the lamb. Es sagt auch aus, dass diejenigen, die drin sind, ein Lamm getötet haben. And they have obeyed the commandment to celebrate the Chag. Die haben also das Gebot befolgt, diesen Chag zu feiern. And they're ready to go. Und sie sind bereit zu gehen. They have their sandals on, Die tragen ihre Sandalen, they have girdles on, die haben ihren Gurt festgebunden, they have their staffs in their hand. die haben den Stock in der Hand, den Stab. The chametz has not risen in the bread. Das Chametz die Hefe ist nicht im Brot heraufgegangen. They're ready to hurry out. Sie sind bereit herauszurennen. This is how we have to go into the feast. Und so müssen wir auch zu den Festen gehen. We need to hurry in the Passover. Wir müssen pressieren zum Pessach. It's important. Das ist sehr wichtig. There needs to be a sense of excitement, anticipation. Es muss irgendeinen Sinn von Erwartung haben. Because this is your first seal. Denn das ist euer erstes Siegel. The early believers understood this. Die frühen Nachfolger Christi haben das, Nachfolger Jeschuas haben das gewusst. In the earliest Nazarene liturgy, In der frühesten Liturgie der Nazarener, such as Melito of Sardis, sowie Menito von Sardis, the songs that they sang at Pesach die Lieder, die sie zu Pessach gesungen haben,
acknowledge that the feasts are a seal against destruction. haben anerkannt, dass die Feste ein Siegel sind gegen die Zerstörung. And you see this also in John's vision, Und man sieht das auch in der Vision von Johannes. the opening of the seals. Eben diese Öffnung der Siegel. So there are going to be those inside the home, prepared, ready, anxious. Es wird also diejenigen geben, die im Hause sitzen, die bereit sind, die erwartungsvoll da sitzen. And there are going to be those who are not. Und da gibt es die anderen, die das nicht sind. There's no blood on their doorposts. Die haben kein Blut auf dem Türpfosten, There's no readiness within. keine Bereitschaft in ihnen drin. And their firstborn will die. Und deren Erstgeborene wird sterben. But for those with the blood on the doorpost, Aber für diejenigen, die das Blut auf dem Türpfosten haben, who have put their faith in the Lamb, die ihren Glauben in das Lamm gesetzt haben, then the death angel does not have permission to enter. für die hat der Todesengel keine Erlaubnis, dort hineinzutreten. The house without the blood, he has permission. Aber bei den Häusern ohne Blut, da darf er reingehen. So Pesach is more than just doing Jewish things. Pesach ist also viel mehr, als dass man nur jüdische Dinge tut. It's your preparation for a time of trouble, Es ist eine Vorbereitung für Zeiten des Trübsals, so that you can be sealed within, damit du eben von innen versiegelt bist, while the tribulation takes the firstborn outside. während dann draußen das Trübsal die Erstgeborenen nimmt. The death angel does not have permission to come near you. Der Todesengel hat keine Erlaubnis, sich dir anzunähern. In fact, as you're having your Pesach meal, Während ihr euer Pesach-Essen einnimmt, think of Yeshua saying, "Behold, I stand at the door and knock." denkt daran, dass, wie Jeschua sagt, schaut, ich stehe vor der Tür und klopfe. If any man hears my voice, Wenn irgendjemand meine Stimme hört, remember you must hear the song of Moses. ihr müsst ja den Sohn von Moses hören. If you have ears to hear, you can hear. Das Lied Moses. Das Lied von Moses, Entschuldigung. Wenn ihr Ohren habt zu hören, müsst ihr das hören. Then he says, "I will come in and I will dine with you." Ich werde dann hineintreten und mit euch essen. The lamb actually shows up. Das Lamm erscheint tatsächlich. So, at least in early understanding, Pesach was your first seal. Im früheren Verständnis war also Pesach das erste Siegel. Then unleavened bread. As you go through the days of unleavened bread and you ensure there's no chametz in your house, Und also während den Tagen des ungesäuerten Brotes, als ihr dann durchs Haus geht und schaut, dass es kein gesäuertes Brot irgendwo liegt, that's your second seal. das ist das zweite Siegel. When you remember the first fruits of the barley and the resurrection, Wenn man sich erinnert an die Erstfrucht der Gerste und die Jahreszeit that's your third seal. und die ersten Früchte dieser Jahreszeit, das ist das dritte Siegel. You count the days of the Omer to Shavuot. Man zählt die Tage des Omer bis Shavuot. You celebrate the giving of the Torah. Man feiert das Geben der Tora. That's your fourth seal. Das ist das vierte Siegel. You celebrate the Feast of Trumpets. Du feierst das Posaunenfest In a moment, in the twinkling of an eye, und in einem Moment innerhalb eines Blinzeln eines Auges, as you stand praying in the synagogue, währenddem du in der Synagoge stehst und betest, your fifth seal. da ist das fünfte Siegel. And your sixth seal, Und das sechste Siegel, you're sealed up at Yom HaKippurim. du wirst bei Yom HaKippurim versiegelt. And at the closing ceremony, we have the closing of the gates. Und bei der Schlusszeremonie hat man das Schließen der Tore. It's like closing the door of Noah's Ark. Das ist wie wenn man die Türen von der Arche Noahs schließt. It's the last seal for which you can prepare, Das ist das letzte Siegel, für das du dich vorbereiten kannst, because the judgment is entered. weil das Gericht hat angefangen. And if you'll notice, in Revelation there's a change between the sixth and seventh seals. Und in Offenbarung sieht man einen Unterschied zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel, Because the preparation is over at the end of the sixth seal. weil die Vorbereitung ist abgeschlossen beim sechsten Siegel. You can't work on Shabbat. Man kann ja nicht arbeiten am Schabbat. Whatever you prepared is what is. Was auch immer du vorbereitet hast dafür, das ist alles, was du hast.
It's what you are. Das ist, was du bist. It says your deeds will follow after you. Und es wird gesagt, dass die Taten werden dir nachfolgen. Nothing more to prepare. Es gibt nichts mehr, was du vorbereiten kannst. And so, with that seventh seal, which is Shabbat, the seal is doing nothing. Und mit diesem 7. Siegel, was Shabbat ist, das Siegel tut nichts, Except to celebrate with Messiah, außer das zu feiern mit Messias. to enter into that final rest with Messiah. Um in diese letzte Ruhe einzutreten mit Messias. And it's no problem because you practice every week. Und es ist ja kein Problem, weil du übst ja jede Woche. And you have Shabbats with each of the Moedim. Und ihr habt ja auch Schabbate mit jedem der Moedim. So you practice on those high Sabbaths. Und auf diesen hohen Sabbattagen übst du auch. Like Yeshua said, there comes a day when no man can work. Wie Jeschua sagt, es wird einen Tag geben, wo kein Mann arbeiten kann. So every week as you prepare for Shabbat, Jede Woche, als du für den Shabbat vorbereitest, how many of you prepare for the next Shabbat at sundown on Shabbat? wie viele von euch bereitet euch für den nachfolgenden Shabbat schon beim Sonnenuntergang vom vorgehenden Shabbat? That's the time to start planning. Das ist die Zeit, wo man anfängt zu planen. As soon as you clear off the Shabbat tablecloth and the candlesticks, Sobald man das Shabbat-Tischtuch und die Kerzenständer wegräumt, you start thinking about next Shabbat. fängt man an, schon über den nächsten Shabbat zu denken. What can I have for dinner? Was werde ich essen? Who am I going to invite over? Wen lade ich ein? How am I going to prepare? How am I going to get my house cleaning done? Wie werde ich vorbereiten? Wie werde ich mein Haus reinigen? Because it takes a whole week. Denn es nimmt eine ganze Woche. And so everything you prepared on 6 days, that's what you have to enjoy on the 7th. Alles, was du während 6 Tagen vorbereitet hast, das alles kannst du genießen am 7. Tag. Now we understand salvation is a gift. Wir verstehen, dass die Rettung ein Geschenk ist. There's no deed you can do to earn it. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dir das zu verdienen. We are not God. Wir sind ja nicht Gott. But He has prepared good works beforehand Aber er hat für uns gute Taten schon vorher vorbereitet. for us to walk in them. Wir müssen einfach in diesen guten Taten gehen. And the work that we do, like Yeshua taught in parables, Und die Arbeit, die wir tun, wie das Jeschua in den Gleichnissen gezeigt hat, those are the works that run along after us into Shabbat. das sind die guten Taten, die uns nachfolgen in den Schabbat hinein. So whatever I prepared before Shabbat, Alles, was ich vor dem Schabbat vorbereitet habe, that's what I enjoy on Shabbat. das genieße ich am Schabbat. There's no more preparation Es gibt keine Vorbereitungen mehr, until the millennium. bis eben dem Millennium. And if you'll remind me, we can talk about that later if there's time left over, maybe tomorrow, about the Eruv Tavshilin. Und erinnert mich daran, vielleicht können wir morgen noch darüber sprechen, über die Eruv Tashinin. Because there are special conditions when it falls Shabbat Shabbat. Denn es gibt Besonderheiten, wenn ein Fest auf Shabbat fällt. And in that case, how do you prepare for the second Shabbat? Und in diesem Fall, wie bereitet man den zweiten Shabbat vor? That's why in the 7th millennium there is still some work going on. Deshalb gibt es immer noch Arbeit, die vor sich geht während dem 7. Millennium. But it's not brand new work. Aber es ist nicht ganz neue Arbeit. It's work that was already begun. Es ist Arbeit, die bereits begonnen worden ist. Because you can allow to finish cooking whatever started. Denn man darf ja das, was schon noch am Kochen ist, das darf man fertig kochen. If it was already in the oven, you can let it finish. Wenn es schon im Ofen war, dann kann man das noch fertig backen lassen. If it was already on the stove, you can let it finish. Wenn es auf dem Herd ist, dann kann man das noch fertig machen. But you don't go pick the potatoes. Aber man geht nicht und schält noch die Kartoffeln. That preparation already has to be made. Diese Vorbereitung muss schon geschehen. So where we have the 7th millennium followed by the 8th day Shabbat, Wenn wir also das 7. Millennium haben, das gefolgt wird vom 8. Tag Shabbat, then we see people who began that good work, we see it being finished in them. wir sehen Menschen, die eine gute Tat angefangen haben und die machen das noch fertig. So don't worry about your friends and your relatives.
Macht euch keine Sorgen über eure Freunde oder Verwandte. They say they don't do what I do, they don't practice what I practice. Die tun ja nicht, was ich tue, die üben nicht aus, was ich ausübe. But with all their heart, they love Yeshua. They're doing what they know to do. Aber wenn sie mit ganzem vollem Herzen Yeshua lieben und das tun, was sie tun sollten, The seventh millennium is for them to finish cooking. dieses 7. Millennium ist für sie da, damit sie fertig kochen können. And us too. Und wir auch. Because I'm only about half cooked. Denn ich bin auch nur halb gekocht. We say Ephraim is a half-baked cake. Cake not turned. It's a Man sagt, Ephraim ist wie ein halb gebackener Kuchen. Also noch nicht gewendet. Okay, so Ephesus, the big idea here is really about permission. Die große Idee hier ist für Ephesus ist eben die Erlaubnis. And here's what they're doing well. Und das im ersten Absatz steht, was die ganz gut tun. He says, I know your deeds and your toil and perseverance. Ich kenne deine Taten, deine Arbeit und dein Durchhalten. This is exactly the condition of the Hebrews. Das ist genau der Zustand der Hebräer. They were working hard. Die haben hart gearbeitet, They were toiling for Pharaoh. die haben für Pharao natürlich sich abbemüht And they persevered until Moses came. und sie haben ausgeharrt, bis Moses gekommen ist. But when Moses and Aaron go to Pharaoh, Aber wenn Moses und Aaron zu Pharao gehen, they find that Pharaoh's magicians can duplicate their miracles. finden sie das und sie sehen, dass die Magier von Pharao ihre Wundertaten auch ausführen können. Just like it says the Antichrist is able to do signs and lying wonders. Ähnlich wie der Antichrist eben auch Zeichen und Wunder ausführen kann. So who is the true sent one? Wer ist also der echte, der ausgesandt wird? The true apostle. Wer ist der echte Apostel? Because if Moses can turn his staff into a snake, but so can a magician, who do I believe? Wenn also Moses seinen Stab in eine Schlange verwandeln kann und das der Magier von Pharao auch tun kann, wem soll ich dann glauben? Well, if I believe in Moses forever, Wenn ich ewig an Moses glaube, then I realize I have to continue testing. dann merke ich, dass ich immer weiter prüfen muss. And eventually the magicians just couldn't keep up. Und irgendwann an einem Punkt konnten die Magier nicht mehr nachfolgen. They said, truly, this is the finger of God. Und die haben selber gesagt, das ist wirklich der Finger Gottes. So putting the apostles to the test is part of Pesach. Die Apostel zu prüfen, das ist ja Teil des Pessach. Don't be fooled by miracles or lying wonders. Sei nicht getäuscht durch diese Zeichen und Wunder. When in doubt, keep testing. Wenn du Zweifel hast, dann prüfe weiter. Let's see. We've already mentioned the Nicolaitans who tried to merge with the pagan holidays. Wir haben schon die Nikolaiter erwähnt, die versucht haben, die heidnischen Feste zusammenzuführen mit den biblischen Festen. But what they're doing that is not good, he says, you've left your first love. Was sie tun, was nicht gut ist, eben die Epheser, die haben ihre erste Liebe verlassen. So let's go to I guess we could do this before we get to that. An interesting fact about Ephesus is that from about 100 BC to 100 AD, it was the capital of the slave trade. Interessantes Faktum über Ephesus: zwischen 100 vor Christus und 100 nach Christus war Ephesus das Zentrum des Sklavenhandels von der damaligen Welt. So I don't really know what the idioms are in Europe. Ich weiß nicht genau, was die Wortformen sind in Europa, But in America, if I say the Big Apple, wenn ich in Amerika sage, the Big Apple, der große Apfel, everybody knows it's New York. dann weiß jeder, dass es New York meint.
Or if I say the city of angels, Wenn ich sage die Stadt der Engel, everybody knows it's Los Angeles, but it's not very angelic. wissen alle, dass es Los Angeles sein soll, aber es ist nicht sehr engelhaft. So if I mention the city of Ephesus in the time that John is writing, Und wenn ich die Stadt Ephesus nenne, während dieser Zeit, wo Johannes schreibt, then everybody knows that's the capital of the slave trade. jedermann weiß, dass das das Zentrum des Sklavenhandels ist. So just as the Hebrews were slaves, Genauso wie die Hebräer Sklaven gewesen sind, John associates this message with a city that signifies a slave trade. bezieht Johannes seine Botschaft auf eine Stadt, die eben Sklavenhandel bedeutet. There's a show, I don't know if it's National Geographic, but there's a educational TV show. Es gibt also einen pädagogischen Fernsehsender in Amerika. It's called Cities of the Underworld. Das heißt Cities of the Underworld, Städte der Unterwelt. And they took television cameras and tried to get down below Ephesus. Und die haben eben Fernsehkameras gehabt, und die haben versucht, in diese untere begrabene Stadt von Ephesus da hinunterzukommen. And what the cameras showed was a whole city underneath. Und die Kameras haben diese eine ganze Stadt gezeigt, die unter der eigentlichen Stadt gelegen ist. It was like hell, Und es war wie die Hölle, haben die gesagt. because this is where the slaves fired the Roman baths. Und weil dort unterhalb der Stadt haben die Sklaven eben die römischen Bäder angeheizt. So even the idea that you have slaves below ground, like a living grave, Die Idee, dass du diese Sklaven im Untergrund hast, wie ein lebendiges Grab, stoking the fires for the pleasures of the Romans, die eben diese ganzen Feuer am Brennen halten mussten für das Vergnügen der Römer. this also would make you think of the condition of the Hebrews. Das hat einem auch an den Zustand der Hebräer erinnert. Building the pleasures of Pharaoh on their own backs. Eben das Vergnügen von Pharao aufgebaut auf ihren eigenen Rücken. And also within Judaism, Pesach is known as the season of our freedom. Und im Judaismus ist Pesach bekannt als die Jahreszeit unserer Freiheit, So that we'll not forget that we were once slaves in Egypt. damit wir also nicht vergessen, dass wir selber auch Sklaven in Ägypten waren. In fact, if you keep a traditional Passover Seder, Wenn du also ein traditionelles Pesach-Seder durchführst, you will say, this is what happened to me when I came out of Egypt. sagt man da wörtlich, das ist das, was mir geschehen ist, als ich von Ägypten herausgekommen bin. So once again, John is connecting you with that event. Johannes verbindet dich also mit diesem Ereignis. That's not what, here's what I want. This is Jeremiah 2, 2 through 3. Das ist Jeremias 2, 2 bis 3. And remember, the condemnation here is that they've left their first love. Und die Voraussetzung ist, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Do I have a reader? Ja. Okay. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht Jahwe. Okay, so we have a couple of ideas here that again will point us back to the Passover season. Wir haben also ein paar Ideen hier, die uns zurück hinweisen werden auf die Zeit des Pessach. You left your first love. Du hast deine erste Liebe verlassen. Jeremiah reminds us that that love, that first love, is associated with the exodus from Egypt. Jeremia erinnert uns, dass diese erste Liebe verbunden ist mit dem Auszug aus Ägypten. But we have one more clue. Aber wir haben noch einen Hinweis. He says, Israel was holy to the Lord, the first of his harvest.
Israel war heilig für den Herrn, die erste Ernte. The first harvest feast is the first fruits of the barley. Das erste Erntefest sind die Erstfrüchte der Gerste. And it occurs in the Passover week. Und das geschieht in der Pessachwoche. And in case we didn't really get that hint, he adds another one. Und falls wir diesen Hinweis nicht gesehen haben, hat er noch einen weiteren. He says, all who ate of it became guilty, evil came upon them. Alle, die es gegessen haben, sind schuldig geworden, das Böse ist auf sie gekommen. Remember, part of the commandment concerning the first fruits of the barley Ein Teil dieses Gebots, was die Erstfrucht der Gerste angeht, is that you cannot eat of the barley of that year ist, dass man von dieser Gerste von dem Jahr nicht essen darf, until the first fruits are offered. bis die Erstfrüchte als Opfer dargebracht werden. If you eat of it before then, Wenn du vorher davor isst, then you sin. dann sündigst du. Evil will come upon you. Das Böse wird auf dich fallen. So Pesach represents our first love, the love of our betrothal. Pessach bedeutet also unsere erste Liebe, die Liebe unserer Verlobung. It's like the first day of creation, it's your first light. Es ist wie der erste Tag der Schöpfung, es ist dein erstes Licht. And you can remember what that's like. Und erinnert euch, wie das war. He's comparing it to a time of first love. Er vergleicht es mit der Zeit deiner ersten Liebe. Try to remember when you first fell in love. Und versucht euch daran zu erinnern, auf die erste Liebe. That person was all you could think about. Dieser Mensch, diese Person, konntest nur an sie oder ihn denken, All day long. den ganzen Tag lang, Didn't matter what you were doing. ganz egal was du getan hast. You stayed up awake at night. Du bist nachts wach geblieben deswegen. And no matter what he did, it was wonderful. Und egal was er oder sie getan hat, war es wunderbar. Now it might be irritating. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen irritierend. But back then, he could do no wrong. Aber dazu mal konnte er oder sie gar nichts falsch machen. And in reverse, there's an old song, When a Man Loves a Woman. Es gibt dieses alte Lied, When a man loves a woman. Yeah. She can't do any wrong. Sie kann nichts Böses tun. If his friends say something about her, he won't believe them. Wenn seine Freunde etwas über sie sagen, wird er ihnen nicht glauben. This is our first love with Yeshua. Das ist unsere erste Liebe mit Jeshua. This is our Pesach. Das ist unser Pessach. So before you even know this man, Bevor du diesen Mann überhaupt kennst, you're ready to follow him into the wilderness. bist du bereit, ihm in die Wildnis zu folgen. But Mama, I love him. Aber Mutti, ich liebe ihn so. He's perfect. Er ist perfekt. And so Israel follows him into the wilderness Und Israel folgt ihm in die Wüste with that same devotion. mit dieser selben Hingabe. So the message to Ephesus is there's something about that relationship with me that has changed. Und die Botschaft an Ephesus ist, er fragt, ist etwas an diesem Verhältnis zu mir, das sich geändert hat? You don't have that same passion. Du hast ja nicht dieselbe Leidenschaft. And so that holiness to the Lord, there's a test there. Und in dieser Heiligkeit zum Herrn, da gibt es eine Prüfung. Let's see, did I skip one? I don't know that one's really meaningful. Here's another scripture, Ezekiel 16:43. Also eine andere Schriftstelle, Ezekiel 16:43. Weil du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht hast und mich durch das alles erregt hast, siehe, so habe auch ich deinen Weg auf deinen Kopf gebracht, spricht Jahweh. Jahweh, hast du diese Schandtat nicht zu all deinen anderen Gräueln hinzubegangen? Okay, so Ezekiel is even prophesying of the message to Ephesus. Und Ezekiel prophezeit eben diese Botschaft an Ephesus. You're not remembering the days of your youth.
Ihr erinnert euch nicht an die Tage eurer Jugend and this is going to enrage me. und das wird mich dann ärgern. And you're committing a lewdness. Und ihr begeht Frevel. And we'll see more about this lewdness in the message to Thyatira. Und diese ganzen Frevel sieht man dann weiter an einem der Briefe an eine der anderen Gemeinden. Now, most of us know this history. This is known as Constantine's Creed. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Das ist das Credo, das Bekenntnis von Konstantinus. The problem with this document is it's medieval. Das Problem mit diesem Dokument ist, dass es aus dem Mittelalter stammt. And so the language of it could have been added to. Die Sprache, da hat man wahrscheinlich etwas hinzugefügt. But that's not likely, Aber das ist sehr unwahrscheinlich. because we can go back to much earlier documents, Denn wir finden frühere Dokumente 2nd or 3rd century, vom 2. oder 3. Jahrhundert, such as things in Melito of Sardis, ähnlich wie Melitos von Sardis. and you can find pretty much the language is identical. Und man findet fast eine ähnliche Sprache dort. And so we can use this as a simple example of how the church left its first love. Und wir können das als einfaches Beispiel zeigen, wie die Kirche eben ihre erste Liebe verlassen hat. It renounces, this is kind of long, basically anything Jewish, including the feasts, Es lehnt fast alles Jüdische ab, hauptsächlich die Feste, unleavened bread, ungesäuertes Brot, the sacrifices of the lambs of the Hebrews, Opfer der Lämmer der Hebräer, all the feasts of the Hebrews, alle hebräischen Feste, prayers, Gebete, fasts, Fasten, which would include Yom Kippur, das wäre also auch Yom Kippur, new moons, Neumonde and Sabbaths. und Schabbate. So with the new moon, with that loss, moving to a solar system, Und mit diesem Verlust, in der man vom Neumond zu einem Sonnensystem übergeht, it pretty much wipes the feasts off the table. das schmeißt die ganzen Feste vom Tisch. So they have left the things that they did at first. Die haben also alle Dinge verlassen, die sie zuerst getan haben. The first believers were mostly Jewish, Die ersten Gläubigen waren ja hauptsächlich Juden, but as it grew, aber als die ganze Bewegung gewachsen ist, they moved farther and farther and farther away from the Jewish understanding of their faith. haben sie sich vom jüdischen Verständnis ihres Glaubens immer weiter entfernt. So what they did at the beginning is not what they were doing at the end. Was sie also am Anfang getan haben, haben sie am Schluss nicht mehr getan. I think we've talked about the Nicolaitans, that by merging their festivals, they went into eating things sacrificed to idols. Und wir haben ja schon heute früh die Nikolaiter erwähnt und gesagt, dass sie, indem sie das heidnische Dinge mit den Tora begründeten Dingen vermischt haben, haben sie angefangen auch eben Sachen zu essen, die den Götzen gewidmet waren, geopfert waren. Again, moving away from the Jewish authority. Immer sich entfernt vom Jüdischen. So within only a few hundred years, they lost Shabbat. Also innerhalb nur ein paar hundert Jahren haben sie den Schabbat verloren. They lost the Moedim. Die Moedim, They lost kosher eating. das koschere Essen, They lost their calendar. den Kalender. They lost pretty much everything they first observed. Fast alles haben sie verloren, was sie zuerst immer getan haben. They extracted Messiah from that context. Sie haben den Messias außer diesem Kontext genommen, aus dem Zusammenhang. Okay, let's move on to Smyrna. Gehen wir jetzt zu Smyrna. There's a little more information in the workbook on that, but not in the one that's here. It's in a brand new version that was just released on Amazon.
Es gibt noch etwas mehr Informationen im Arbeitshandbuch. Leider, es gibt eine neue Ausgabe, also es ist nicht in dem enthalten, was hier auf dem Büchertisch ablegt. Where I go through these 7 assemblies in more detail. Und in diesen Arbeitsbüchern gehe ich durch alle diese 7 Gemeinden hindurch in noch größerem Detail. Okay. Our second one here is Smyrna. Die zweite Gemeinde hier ist also Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Okay, as the second assembly, it will align itself with the days of unleavened bread. Als zweite Gemeinde wird es sich hinstellen mit den Tagen des ungesäuerten Brotes. So it will correspond to Yeshua being placed into the grave. Es wird dementsprechend, dass Jeshua ins Grab gelegt wird. And you can see the message is from the first and last who was dead and has come to life. Und man sieht, der Absender dieser Botschaft ist der Erste und der Letzte, der tot war und der wieder zum Leben gekommen ist. He reminds them, I'm not in the grave. Er erinnert sie daran, dass er nicht im Grab liegt. I came to life. Ich bin wieder zum Leben erwacht. And so these days connect Pesach to the first fruits of the barley or the resurrection. Diese Tage verbinden also Pessach mit den Erstfrüchten der Auferstehung. He says, I know your tribulation and your poverty. Ich kenne dein Bedrängnis und deine Armut. And here again, if you've ever done a traditional Jewish Seder, Und hier wieder, wenn du jemals ein traditionelles jüdisches Seder ausgeführt hast, or you've read the Haggadah in Hebrew, oder du die Haggadah auf Hebräisch gelesen hast, then you recognize some of these words. dann erkennst du sicher viele dieser Worte. In fact, they wouldn't understand just for kicks and giggles, would they? Not really. Not So really. ein amerikanischer Spruch, den man nicht so genau übersetzen kann. I Also said, im Prinzip, there's a corresponding Oh, term. okay. Also nur zum Spaß möchte sie was sagen. I sat down with an Orthodox Jewish Haggadah, Ich bin habe mir eine orthodoxe jüdische Haggadah genommen and I took the book of Revelation, und habe das Buch der Offenbarung genommen. and I love charts, Und ich liebe Tabellen, so I made a chart. so habe ich eine Tabelle gemacht. And on one side of the chart, I put words or phrases from the Haggadah. Und auf der einen Spalte habe ich Worte oder Satzteile von der Haggadah genommen. On the other side, I put words and phrases from Revelation and maybe a few from the Gospels. Und in der anderen Spalte Worte und Stellen aus den Evangelien und aus der Offenbarung. Guess how many of those in the Haggadah you find in Revelation? Ratet mal, wie viele aus der Haggadah in der Offenbarung zu finden sind. 10? 10? 20? 20? Alle. Höre ich mehr. 30? 30? Voll. 40? Higher? Höher? Mehr? 50? 50? 60? 60? 70? 70? 80? 80? Do I hear 80? 80? Do I hear 90? Gebot. Ein Gebot für 90. Hören wir ein weiteres Gebot für 90. How about over 100 points? Wie wäre es mit
100 verschiedene entsprechende Punkte. It's actually in one of those workbooks, but I don't Es remember ist which one. in einer dieser Arbeitsbücher. So the specific language of the Haggadah for Pesach, Diese bestimmte Sprache der Haggadah für Pesach you find in Revelation, findet man in der Offenbarung, so that we'll believe Moses forever. damit wir eben Moses ewig glauben werden. We'll understand that the spiritual principle of Pesach endures forever. Wir werden verstehen, dass das geistige Prinzip von Pesach ewig dauert. Now, tribulation is tsar Also Bedrängnis, Trübsal heißt Zar auf Hebräisch or tsara, oder Zara. and in the word Mitzrayim, Und im Wort Mitzrayim, Egypt, Ägypten eben, you hear that root. hört man diese Wurzel. Doppelbedrängnis. So Mitzrayim, you could interpret it a couple of different ways. Mitzrayim könnte man auf ein paar verschiedene Weisen interpretieren. From the tribulations, Vom Bedrängnis, vom Trübsal or the means by which tribulation is accomplished. oder auf die Art und Weise, wie das Trübsal ausgeführt wird. Which one would be right? Und welches wäre korrekt? Beide eben. Yes. It was the means by which the tribulations were accomplished for the Hebrews, Es war die Art und Weise, wie dieses Trübsal für die Hebräer ausgeführt wurde, but they were delivered from the tribulations. aber von diesem Trübsal wurden sie gerettet. And so when we have this tsar or tsara, it should remind you of Mitzrayim, Egypt. Und wenn wir also dieses Wort Zar oder Zara haben, sollte uns das erinnern an Mitzrayim, Ägypten. And he says, I know your poverty. Ich kenne deine Armut. And so it's a sound alike for I, ani, Und das Wort auf Hebräisch ist Ai, Ani. but ani also means the poor with an ayin. Und Ani mit einem Ain bedeutet auch die Armen. So in the Haggadah, when you're eating the matzah, Und in der Haggadah, wenn du die Matzah isst, it's called halachma anya, heißt es Helachma Anya. which means the bread of poverty or the bread of affliction. Das ist eben das Brot der Armut oder das Brot des Leidens. So if this is consistent with the days of unleavened bread, Wenn das den Tagen des ungesäuerten Brotes entspricht, then he's given us exactly the name of that bread. hat er uns jetzt genau den Namen dieses Brotes gegeben. Halachma anya, the bread of affliction, the bread of poverty. Halachma Anya, also das Brot des Leidens, das Brot der Armut. But he says you're rich. Aber er sagt, du bist ja reich. How did they get rich? Wie werden die reich? Remember the Egyptians gave them their adi. Erinnert euch, die Ägypter haben ihnen ihren Adi, ihren Schmuck gegeben. And then he talks about the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are of a synagogue of Satan. Und er spricht nachher über die Lästerungen von denjenigen, die sagen, die seien Juden und sie nicht Juden sind, aber von der Synagoge Satans kommen. This is a perfect place for that statement. Das ist der perfekte Ort für diese Aussage, Because with the Hebrews went up a mixed multitude from the nations. denn mit den Hebräern ist ja noch ein gemischtes Volk mitgegangen. In John's first century, Und im 1. Jahrhundert von Johannes the synagogue of Satan, war die Synagoge von Satan, the seed of Satan, die Saat Satans, the brood of vipers, die Brut von Vipern, you sons of vipers. eben ihr Söhne der Vipern, der Schlangen. You hear Yeshua and John the Baptist using this language, Jeschua und Johannes der Täufer benutzen diese Sprache and he's using it on other Jews. und die benutzen sie für andere Juden. If you don't know who those particular Jews are, then you don't understand that. Wenn du nicht weißt, wer diese Juden waren, dann versteht man diesen Satz nicht. There were two schools of the Pharisees, Es gab ja zwei Schulen von Pharisäern and we tend to think of them in totally negative terms. und meistens denken wir Pharisäer, das ist etwas Negatives, But it was the Pharisees who gave us the doctrine of resurrection. aber die Pharisäer haben uns eben die Doktrin der Auferstehung gegeben. So if we look at Yeshua's rulings,
about 80% of the time they line up with the school of Hillel. Und wenn wir also Jeschuas Regelungen anschauen, zu etwa 90% stimmen sie überein mit der Schule von Hillel. Except for the issue of divorce, with Shammai not so much. Und eben was die Scheidung angeht, dann vielleicht noch eher mit der Schule von Shammai. So there's Hillel and there's Shammai. Eben die zwei Schulen, die eine von Hillel, die andere von Shammai. They are distinguished from one another in a very important way. Sie unterscheiden sich voneinander in einer sehr wichtigen Sache. Hillel welcomed the Gentile convert. Hillel hat also die nicht-jüdischen Konvertiten willkommen geheißen. Shammai would drive them away. Shammai hat sie weggetrieben. Do you remember the story about the Gentile who came to Shammai and said, "Teach me the Torah while I stand on one foot"? Erinnert euch an diese Geschichte vom Nichtjüden, der zu Shammai gekommen ist und sagt, unterrichte mir die Tora, während ich auf einem Fuß stehe. Shammai drives him away. How disrespectful. Shammai hat ihn weggejagt, das sei völlig respektlos. But the same convert, the same Gentile, Derselbe Nichtjude he goes to Hillel. geht also dann zu Hillel. And Hillel was taught by the descendants of Gentile converts. Und Hillel wurde ja unterrichtet durch die Nachkommen von nicht-jüdischen Konvertiten. So he had a very soft heart for the Gentiles. Deshalb hatte er ein weiches Herz für die Nichtjuden. And the Gentile says, "Teach me the entire Torah while I stand on one foot." Und dieser Nichtjude sagt ihm also, unterrichte mich die ganze Tora, währenddem ich auf einem Fuß stehe. Hillel says, "What's hateful to you, don't do to your neighbor. The rest is details. Go and learn." Er sagt, was du nicht magst, mag auch dein Nachbar nicht. Alles andere, what was the second part? I'm sorry. Alles andere sind Details. Geh raus und lebe dein Leben und lerne. So completely different attitudes toward someone from the outside joining the Israelites. Also ganz unterschiedliche Ansichten für jemanden, der von außen her hinzukommt. Joining themselves to the covenant of Sinai. Und der sich eben zu diesem Bündnis vom Sinai anschließen möchte. There was some overlap in the generation of Yeshua, but these guys were older. Es gab eine gewisse Überlappung während der Zeit von Jeschua, aber die meisten von diesen Menschen waren etwas älter. So a generation before, realistically. Das ist ungefähr eine Generation vorher. So the students of Hillel continued that compassion for the Gentile. Die Studenten von Hillel haben weiterhin denen sind die Nichtjuden sympathisch gewesen. The students of Shammai continued to be very harsh toward the Gentile. Die Studenten vom Shammai waren weiterhin sehr hart den Nichtjuden gegenüber. And the school of Shammai was allied with the political system in the temple. Und die Schule von Shammai war verbunden mit dem politischen System, das damals im Tempel geherrscht hat. They were actually allied at times with the Zealots. Und zu einer gewissen Zeit waren sie auch mit den Zeloten verbunden. There's pretty good evidence that some students of Hillel were actually murdered. Und es gibt gewisse Beweise, dass Schüler von Hillel sogar ermordet wurden durch die andere Seite. Shammai didn't order it, but they think he knew about it. Shammai hat es nicht angeordnet, aber sehr wahrscheinlich wusste er davon And he didn't stop it. und hat es nicht gestoppt. But the Hillel school was less powerful during the time of Yeshua. Während die Schurzeit war die Schule von Hillel hatte weniger Macht als die andere. And because Shammai's rulings were prevailing, Und weil eben Shammais Regelungen vorgeherrscht haben, they sanctioned impropriety in the temple. haben sie so ungehorsames, ungebührliches Benehmen im Tempel, unsittliches Benehmen
zugelassen. Here's an example. The Gentiles would bring money and give it to the temple so that sacrifices would be made on their behalf. Hier ein Beispiel, die Nichtjuden haben dann Geld zum Tempel gebracht, damit Opfer ausgeführt werden für sie selber. And they could do that. Das durften sie ja auch. But how many of you have ever gotten caught up in government red tape? Oh, wie viele von euch sind jemals im ganzen Behördenkram begraben worden? If you don't do it just this way, Wenn man es nicht ganz genau auf diese Art und Weise auch macht. well, the Gentiles sometimes didn't know to designate their money. Die Nichtjuden haben nicht gewusst, dass sie eben dieses Geld ganz diesen besonderen Zweck bezeichnen mussten. And if they didn't say specifically, this is for this sacrifice, Und wenn sie nicht ganz deutlich gesagt haben, dass dieses Geld für dieses Opfer sei, then the money changer could move that money over and put it someplace else. dann konnte der Geldwechsler dieses Geld einfach irgendwo beiseite schieben und für etwas anderes benutzen. It could go into temple upkeep. Und das konnte er irgendwie dem Tempelunterhalt weiterreichen. Do you know what a slush fund is? Ja, kind of, ja. Schwarze Kasse. It was going into the pockets of people it shouldn't. Also es war eine Art schwarze Kasse, es ist dann in die Taschen von anderen Leuten gegangen, wo es nicht hin sollte. Shammai made this possible. Shammai hat das möglich gemacht. Because of his ruling, it was okay for them to do it that way. Aufgrund seiner Regeln durften sie das auch machen. His mindset was the Gentile has no part in the world to come. Und seine Vorstellung war, dass die Nichtjuden keinen Platz haben in der kommenden Welt. Why waste our time and money? Weshalb sollten wir unsere Zeit und unser Geld darauf verschwenden? We'll take their money because they're not going to be in the world to come. Wir werden ihr Geld nehmen, denn sie werden ja sowieso nicht in der nächsten Welt sein. And the school of Hillel called them thieves and robbers Und die Schule von Hillel hat sie eben Diebe und Räuber genannt, because of this ruling. aufgrund dieser Regel. So when Yeshua goes in to the money changers and he turns over the tables, Wenn also Jeschua dann in den Tempel geht und die ganzen Tische von den Geldwechseln herumwirft, he calls them a den of thieves. und er nennt sie also eine Halle von Dieben. The school of Hillel students would have been standing there saying, right, you're right. Und die Schüler von Hillel wären dann dort gestanden und hätten damit gejubelt, ja, gut so. And the students of Shammai would have been saying, what do you think you're doing? Und die Schüler von Shammai wären dort gestanden und hätten sich gefragt, ja, was geht da vor sich? Because Shammai's rulings prevail in here. Weil Shammais Regeln gelten hier drin. But no, he said something very interesting. He said, my father's house will be called a house of prayer for all nations. Und Jeschua sagt da was sehr Interessantes, er sagt, meines Vaters Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Nationen genannt werden. So you can see the animosity between the two schools. Man sieht also die Feindschaft zwischen diesen beiden Schulen. You even see Yeshua getting involved in the animosity. Und sogar Jeschua mischt sich da rein. And it's not until the destruction of the second temple that the school of Hillel comes into power. Und erst mit der Zerstörung des zweiten Tempels kommt dann die Schule von Hillel wieder zum Zuge. You see Jews pretty much come together as one people. Man sieht, wie Juden zusammenkommen als ein Volk. Up until then, they're very fractured. Bis zu diesem Zeitpunkt sind sie ziemlich zersplittert. But a voice from heaven said, the school of Hillel will prevail. Aber irgendeine Stimme vom Himmel hat gesagt, dass die Schule von Hillel dann die Oberherrschaft halten wird. And therefore, all these other sects faded away and came up under Hillel. Und alle diese anderen Sekten sind dann ein bisschen verblasst und sind dann wieder unter Hillel zum Zuge gekommen. And that's when they entered an era we call Rabbinic Judaism. Und da sind wir ist eine Zeit angefangen, dass wir heutzutage den rabbinischen Judaismus nennen. Up until then, you could only say Judaisms.
bis zu diesem Punkt konnte man nur von verschiedenen Judaismen sprechen. But up until that time, they didn't want to attend synagogue together. Aber bis zu dem Zeitpunkt wollten alle diese Splittergruppen niemals miteinander zusammen in die Synagoge gehen. Because their rulings were different, the way that they prayed was different. Die Regeln waren unterschiedlich, die Art und Weise, wie sie gebetet haben, war unterschiedlich. You can see where maybe Catholics and Protestants would have a hard time attending the same synagogue. Und ihr seht ja, wie Katholiken und Protestanten wahrscheinlich schwierig haben würden, die gleiche Synagoge zu besuchen. So the house of Hillel would call the house of Shammai the synagogue of Satan. Und das Haus Hillel hat also das Haus Shammai, die Synagoge Satans, benannt. And that one thing that Shammai is really remembered for is his rejection of the Gentile convert. Und Shammai ist hauptsächlich wird dafür erinnert, dass er eben gegen die Konvertiten, die nicht Juden waren. So when John mentions the synagogue of Satan, we know exactly who he's talking about. Wenn Johannes also die Synagoge Satans erwähnt, wissen wir ganz genau, wovon er spricht. Because he tells us they say they're Jews, but they're not. Denn er sagt uns, sie sagen, sie seien Juden, aber sie sind es tatsächlich nicht. Because not including the nations is not a Jewish way of thinking. Denn wenn man die Nationen nicht mit einbezieht, ist das keine Art und Weise, wie die Juden denken. Just like Yeshua said, my Father's house will be a house of prayer for all nations. That's Jewish. Wie Yeshua gesagt hat, meines Vaters Haus soll ein Haus sein für das Gebet aller Nationen. Und das ist die jüdische Denkweise. So you have Jews saying you're not Jewish. Und also Juden, die sagen, du bist nicht jüdisch. Just like we were talking about, people from different Spanish-speaking countries say the other ones don't speak Spanish. Genau wie man sagt, Leute von verschiedenen spanisch sprechenden Ländern, die sagen immer von den anderen, dass sie kein Spanisch können. But at this very early stage of the time of Pesach, we see the non-Jew coming out with the Israelites, with the Hebrews. Mit diesem sehr frühen Pessach sieht man, wie die Nichtjuden mit den Juden zusammen aus Ägypten kommen. And if you can't see that prophecy, then you must be of the synagogue of Satan. Und wenn du eben diese Prophezeiung nicht siehst, dann musst du unbedingt von der Synagoge von Satan sein. You must not believe in a house of prayer for all nations. Dann glaubst du nicht an ein Haus des Gebets für alle Nationen. Now, Smyrna is going to be like Philadelphia in that he won't say that they're doing anything wrong. Smyrna wird sein wie Philadelphia, wirft ihnen nichts vor. So, those two out of the 7 are clean. Aus den 7 sind diese beide sauber oder rein. And that's the goal, because remember the mini menorah? Das ist das Ziel, denn erinnert euch an die Menorah. We would like to think at the heart, Smyrna or Philadelphia. Im Herzen, also im Kern, Smyrna und Philadelphia. That we do know the deeds of repentance. Die kennen die Taten der Buße. And it will influence the errors that we see. Und es wird die Fehler beeinflussen, die wir sehen. Now they do have commands. Die haben aber Befehle erhalten. Don't fear what you're about to suffer. Fürchte nicht, was du leiden wirst. Because the devil is going to cast some of you into prison that you may be tested, which is exactly what Moses said. Denn der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis schmeißen, und damit du eben geprüft wirst. Remember, you have to be tested to make sure that you believe in Moses forever. Du musst geprüft werden, damit du immer an Moses glaubst. And you're going to have tribulation, he says, 10 days. Und ihr werdet 10 Tage Bedrängnis, Trübsal haben. Now again, if you look at how it's positioned, Wenn ihr jetzt schaut, wie das alles gestellt ist, it's the second day, or the second feast. der zweite Tag, das zweite Fest, Says there's going to be tribulation for 10 days. da gibt es 10 Tage Trübsal. If we look over here at its mirror, it takes us to Yom Kippur. Auf der Spiegelung kommen wir zu Yom Kippur. But we know that between trumpets and Yom Kippur, there are 10 days of
testing. Zwischen dem Posaunenfest und Yom Kippur gibt es ja diese 10 Tage der Prüfung. So I say what you see in a small way on the spring side of the feast, you see in a much greater way on the fall side. Was man also auf der Frühlingsseite der Feste sieht, sieht man in viel größerem Rahmen auf der Herbstseite der Feste. So, casting some of you into prison that you may be tested, again, the prisons of Egypt should come to mind. Einige, die ins Gefängnis gehen, damit man geprüft wird, da sollte man denken an die Gefängnisse von Ägypten. But remember, this corresponds to the day that Yeshua went into the grave. Das entspricht auch dem Tag, wo Jeshua ins Grab gegangen ist. We're supposed to be like him. Wir sollten ja so sein wie er. So he says, you be faithful unto death, Er sagt, seid treu bis zum Tod. then I will give you the crown of life. Dann werde ich euch die Krone des Lebens geben. And just in case we still weren't associating this with the Song of Moses, Ha'azinu, Und insofern wir immer noch nicht das mit dem Lied von Moses verbinden. he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Wer also Ohren hat, der soll hören, was der Geist den Kirchen, den Gemeinden sagt. And just as we talked about, the second day of creation is a day like death and separation. Und wie wir gesagt haben, dass der zweite Tag der Schöpfung ist wie ein Tag des Todes. You see Yeshua going into the grave. Jeshua geht ins Grab. He says, if you overcome, you will not be hurt by the second death. Könntest du das den Vers lesen, bitte? Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist dem... Oh, excuse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von den zweiten Tod. Okay, so we've got pretty much the whole death theme. Wir haben also das ganze Thema vom Tod. But if that weren't enough death, Wenn das nicht schon genug Tod wäre, we actually have the name of the city itself, wir haben den Namen dieser Stadt, Smyrna. Smyrna. Do you hear myrrh? Hört ihr das Wort Myrrh? Myrrh. Myrrhe. Myrrh. Myrrh. I thought that meant look in Mira. Okay. The root of it, even in the Greek, is myrrh, Eben, die Wurzel ist die Myrrhe, auch auf Griechisch. which is a death spice. Das ist ein Todesgewürz. When the women came to anoint Yeshua's body for burial, they would have put him in myrrh. Als die Frauen gekommen sind, um Jeschuas Körper vorzubereiten für das Begräbnis, hätten sie ihn dann in Myrrhe eingewickelt. Have you ever smelled myrrh without it being mixed with anything else? Habt ihr schon je reine Myrrhe gerochen? It's pretty awful, isn't it? Ziemlich scheußliches It does smell like death. Schmeckt wie der Tod. But you mix it with something like frankincense and all of a sudden it becomes very fragrant and Wow. wonderful. Man mischt es dann mit etwas wie Weihrauch und dann kriegt es einen ganz anderen Duft. So we're supposed to eat matzah and maror at Pesach. Wir sollen also Matzah und Maror zu Pessach essen. You can hear the same root as myrrh in maror, In Maror hat man die gleiche Wurzel wie Myrrhe. which means bitterness. Das heißt eben Bitterkeit. So he's associating that bitterness of the maror Und er verbindet also diese Bitterkeit that you eat at Pesach, des Maror, das man zu Pessach isst, he's associating that with Smyrna. und das verbindet er mit Smyrna. So he's telling us about some experiences that are going to be bitter, but they're worth it. Und er spricht über gewisse Erfahrungen, die bitter sein werden und dass sie das aber wert sind. Just like when you eat the Hillel sandwich, Genau, wenn man den Hillel-Sandwich isst, you start out with the maror, man fängt an mit dem Maror, and it's awful, das ist ziemlich scheußlich, but you just keep eating. aber man isst weiter And eventually you make it to the charoset. und irgendwann kommt man zum Charoset. And there's resurrection from the dead. Dann ist die Auferstehung von den Toten.
Oh, okay, the affliction. You said 5? Okay. Exodus 1, 11 through 12. 2. Mose 1, 11 bis 12. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstätte Pithom und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu, und so breitete es sich aus, so dass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln. Ja, das ist gut. Okay, so twice here we see affliction. Zweimal sehen wir dieses Wort And if we go back, bedrängt. we can see that affliction is pretty much the theme of Smyrna. Und wenn wir da zurückgehen, sehen wir, dass Bedrängnis ist eigentlich das Schlüsselwort für Smyrna. And the hard labor. Eben die harte Arbeit. Remember the hard labor of Passover, your toil. Denk an die harte Arbeit während Pessach. And so the whole goal was to not just afflict, but to humble. Und das Ziel damals war nicht nur zu bedrängen, sondern auch zu demütigen. And humble, again, is ana. Demütig ist das Wort hebräisch Anna. So this testing that he says will occur during the days of unleavened bread, Die Prüfung, die während des Tages vom ungesäuerten Brot stattfindet, it's not just to afflict us, es geht nicht nur darum, uns zu bedrängen, it's to humble us. es geht darum, dass wir auch demütig werden. It's the whole point of eating the unleavened bread. It's to test us. Ist eben das ganze Ziel, dass wir das ungesäuerte Brot essen, damit wir geprüft werden. But the miracle of being a Hebrew Aber eben das Wunder, ein Hebräer zu sein, is the more they afflict us, the more numerous we become. zeigen wir, dass also je mehr sie uns bedrängen, desto zahlreicher werden wir. And again, it was to test them, to see what was in their hearts. Und das war, um sie zu prüfen und zu sehen, was in ihren Herzen ist. And that's what he says in Deuteronomy 8, Und deshalb steht es in 4. Mose 8, that he might humble you, testing you. And it's in the context of knowing whether you would keep his commandments or not. also er demütigt dich, er prüft dich, um zu wissen, ob du seine Gebote einhältst oder nicht.